Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Auch herzlich willkommen an Sven Brentscher. Der ist heute zum zweiten Mal bei uns. Er hatte vor 2 Jahren schon mal einen super interessanten Vortrag gehalten über After Effects. Und ja, da würde ich sagen, lieber Sven, dann steig doch mal direkt ein und leg los. Und wir freuen uns auf deinen Vortrag zur Premiere. Hier und da gibt es natürlich Ähnlichkeiten zwischen den anderen Creative Cloud-Programmen, wie eben beispielsweise InDesign, Photoshop, Illustrator. Aber dadurch, dass wir hier ein ganz anderes Medium ausgeben, gibt es natürlich auch viele Unterschiede. Christoph hat schon gesagt, es ist nur 2 Klicks daneben. Das stimmt tatsächlich. Hier ist bei mir InDesign, da ist schon Premiere Pro. Also es ist wirklich ganz dicht nebeneinander. So kann man sich das zumindest schönreden. Wenn ihr Premiere startet, findet ihr in der gleichen Ecke wie bei InDesign, wo ihr eine neue Seite, ein neues Dokument macht, die Schaltfläche neues Projekt, und das wäre dann auch die erste, die man da so irgendwie betätigt. Und dann geht es auch schon los, dass man irgendwie ein Projekt anlegt. Also ich kann hier oben einen Projektnamen anlegen, nennen wir ihn einfach mal IDUG 2023, und ihr wählt einen Speicherort aus. Das ist auch noch nichts großartig Schlimmes. Ich würde es immer da machen. Ihr kennt das bei InDesign ja auch, da legt ihr irgendwo ein InDesign-Dokument an und habt den Ordner links, wo ihr eure ganze Verknüpfung macht. Und genauso macht ihr das mit Premiere auch. Das heißt, ihr legt irgendwo euer Projekt an, hier zum Beispiel in so einen Ordner, und in dem gleichen Ordner habe ich dann hier in der Clips, ich nenne den Ordner jetzt nicht Links, sondern Clips oder Audio oder was auch immer, da habe ich dann alle meine Unterordner sozusagen mit drin, damit ich das alles schön zusammen habe. Man kann auch, wie bei InDesign, etwas nachher am Ende verpacken. Das heißt dann hier, das Tool heißt hier, das ist der Projektmanager, den ich jetzt noch nicht aufrufen kann, weil ich noch kein Projekt habe. Das wäre das Verpacken wie bei InDesign. Aber hier ist es natürlich auch schöner, weil wir reden ja hier nicht über ein paar Bilder, sondern über teilweise gigabyteweise Videodaten. Wenn ich das dann alles nochmal zusammensammle und dann nochmal alles irgendwo habe, ist das ein bisschen mühsam. Also ist es gut, wenn man das gleich ordentlich ablegt. Wenn man das nicht gemacht hat, sogar beim Import seine Medien kopieren lassen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier 2, 3 Clips anwählen und kann sagen, dann kopiere mir die doch mal in ein bestimmtes Verzeichnis. Wenn ihr also die Clips noch auf einer externen Festplatte habt und wollt die dann jetzt ins Premiere reinholen, dann wird das kopiert. Ansonsten werden in Premiere natürlich nur alle Daten verknüpft. Also man kann nicht einbetten oder so, sondern alles, was ich an Videos in mein Projekt hole, sind Verknüpfungen, ganz einfach. Und das vergleiche ich mal so ein bisschen wie, vielleicht kennt ihr Lightroom, da hat man so auf der linken Seite seine ganzen angeschlossenen Laufwerke, also meine Mac HD, meine Dokumenteverzeichnisse, mein Desktop. Und hier habe ich einige Favoriten, die kann ich mir dann anlegen. Beispielsweise mein Projekt hier, was ich häufig benutze. Da klicke ich dann hier oben einfach auf den Stern und dann legt er den hier als Favorit ab, sodass ich da immer wieder schnell drauf zugreifen kann. Dann muss man nicht so viel navigieren. Und jetzt kommt etwas, womit einige gerade zu Beginn richtig Stress haben, weil man wählt ja hier was aus und macht einfach in Navigation so einen Doppelklick hier. Aber wenn man das zu langsam macht, dann wählt man hier tatsächlich einen Ordner aus und dann importiert man hier unten den Ordner. Alles, was hier unten in der Liste auftaucht, das wird komplett von Premiere dann gleich importiert in das Projekt. Und da ist mir das neulich mal passiert, dass ich hier meinen Desktop als Ordner angewählt habe. Und wo ist das denn jetzt? Da ist er, Schreibtisch. Und schon werden dann plötzlich irgendwie 7800, ihr seht, ich habe einen ziemlich messy Desktop, also 999 plus Dokumente werden gleich in mein Projekt importiert und ich bekomme einen Haufen Fehlermeldungen, weil Premiere natürlich etliche Dateien, die da liegen, Cinema 4D, das kann das Programm natürlich nicht. Also achtet bitte darauf, dass wenn ihr jetzt hier in Ordnern navigiert, dass ihr dort, da wollte ich gar nicht hin in meinen OneDrive, ich wollte hier drin, dass ihr hier einen Doppelklick macht und nicht einmal klickt zum Auswählen. Und heute Morgen hatte ich auch eine Schulung für Premiere Pro und da ist einer Anwenderin was ganz Seltsames passiert, das habe ich auch noch nie gehabt. Die hat einen Ordner angewählt, wo definitiv viele Medien drin waren und der hat nur einen einzigen Film angezeigt und das andere war weg. Und dann stellte sich heraus, dass die in ihrem Ordner DNG-Dateien hatte, also hier diese Foto-DNG-Dateien. Und dann hat Premiere gedacht, ah ja, da ist eine DNG-Datei drin, dann zeige ich das als Cinema-DNG-Format an und zeige nur diesen einen DNG-Clip und nichts anderes an. Da muss man dann erstmal darauf kommen, dass man dieses Auge wieder auf Dateien stellen muss und diese Filter da rausnehmen kann. Ja, also das kann manchmal passieren, dass Premiere euch in Verzeichnissen irgendetwas nicht anzeigt, weil ihr dann hier das richtige Format anwählen müsst. Aber sonst ist es relativ easy und ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal sagen, wir haben hier
3 Interview-Clips und die wähle ich jetzt aus. Die tauchen hier unten dann in so einer Reihenfolge auf und die werden dann jetzt gleich in mein frisch angelegtes Projekt an diesem Speicherort abgelegt. Und jetzt kann man hier auf der rechten Seite noch einige Optionen auswählen. Ich möchte zum Beispiel in Premiere Pro einen neuen Ordner anlegen, wo ich diese 3 Interviews reinbringe. Die nenne ich jetzt hier entsprechend Interviews. Und hier kommt jetzt das von Chris favorisierte Feature, dass ich die auch automatisch transkribieren lassen kann, wo man früher extra Studenten beschäftigt hat, dass man Videos transkribiert. Das kann man dann jetzt hier selber machen. Ich wähle die Sprache aus, kann sagen, ob da separate Sprecher sind. Also vielleicht hat man oft 2 Interviewpartner, die da sich unterhalten. Und dann kann man noch sagen, möchte man einfach alle Clips importieren oder nur die, die man in die Sequenz legt. Ja, ich würde jetzt sagen, dass wir auch noch eine Sequenz erstellen. Die nennen wir dann Interviews. Und da ist es ganz wichtig, die Sequenz müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr in InDesign eine Seite anlegt, ihr könnt ja in einem Dokument mehrere Seiten haben und genauso könnt ihr in einem Premiere-Projekt mehrere Sequenzen haben. Und da kann man dann die verschiedenen Videos reinschneiden. Und die haben verschiedene Einstellungen, diese Sequenzen. Und Premiere nimmt jetzt diese Einstellung für die Sequenz aus dem ersten Videoclip, den ich hier also zuerst ausgewählt habe. Den analysiert Premiere. Und wenn das jetzt HD ist, dann nimmt er zum Beispiel eine Sequenz mit 1920 mal 1080 Pixeln. Und wenn das UHD ist, dann eben, was ist das, 3840 mal 2160. Also achtet darauf, wenn ihr hier sagt, neue Sequenz erstellen, dann guckt Premiere den ersten Clip, den ich hier ausgewählt habe, der wird analysiert. Und wenn ihr jetzt Pech habt und ihr habt irgendwie ein Smartphone-Hochformat-Video angelegt, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass eure Sequenz gleich auch im Hochformat ist. Ja? Oder ich sage halt einfach, wir schalten das aus und ich lege dann nachher das an, was ich hier haben möchte. Okay, soweit. Alles klar, dann legen wir das jetzt hier mal an, erstellen ein Projekt, da ist dann gleich eine Sequenz drin und wir haben jetzt hier links unten unser Projektfenster. Ich befinde mich jetzt hier in dem Arbeitsbereich Bearbeitung. Ihr habt ja ähnlich wie bei InDesign, da oben hat man über so eine Titelleiste. Hier könnt ihr die verschiedenen Arbeitsbereiche sehen, die Premiere so anbietet. Ganz neu ist eben diese textbasierte Bearbeitung. Ich habe jetzt hier den Bearbeitungsmodus und wenn ihr das zurücksetzen wollt, dann klickt ihr einfach hier auf gespeichertes Layout zurücksetzen, dann ist alles wieder wie Standard. Also diesen Schalter müsstet ihr kennen, der ist bei InDesign ja genauso. Die Arbeitsoberfläche in Premiere Pro gibt es leider nur in dunkel. Also in InDesign, in anderen Programmen kann man ja wechseln zwischen hell und dunkel. Hier gibt es das nur dunkel. Also willkommen auf der dunklen Seite des Lebens. Kleine bunte Pillen helfen vielleicht gegen die Depression oder sucht euch bunte Videos aus, die ihr schneidet. Dann hilft es auch manchmal ein bisschen. Gut, wir haben hier unten ein Projektfenster. Bei mir steht nicht mehr Projekt dran. Das habe ich irgendwann mal geändert. In den Voreinstellungen hier habe ich gesagt, okay, nimm mal dieses Projekt weg. Das kann man da auch hinschreiben. Dann steht da auch Projektfenster. Und das Projektfenster könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus dem Seitenbedienfeld und der Verknüpfungspalette in InDesign. Das heißt, hier habt ihr alle eure Sequenzen. Interviews, eine Sequenz. Und hier habe ich alle meine bereits importierten Medien. Und die kann man dann hier per Doppelklick öffnen. Dieses Projektfenster kennt 3 Ansichten. Hier unten kann man die hin und her wechseln. Ich bin jetzt aktuell in der Listenansicht. Ich kann mir darauf eine Symbolansicht anzeigen lassen oder so eine Freiformansicht. Meistens sortiere ich das Ganze in der Listenansicht erstmal und die Symbolansicht nutze ich dann nachher, um so einen Ordner zu untersuchen. Was man noch machen kann, ist, hier gibt es immer so kleine Icons und ich möchte vielleicht gerne meine Videos sehen. Dann geht man in das Bedienfeldmenü hier. Jedes Bedienfeld hat so ein kleines Menü. Und da kann man dann sagen, ich möchte Miniaturen einschalten. Und dann zeigt Premiere hier auch kleine Miniaturen an. Und dann sehe ich schon in der Übersicht, was ist das denn eigentlich? Weil ich habe keine Lust, die alle zu benennen. Und dann ist das immer hilfreich, wenn man da irgendwie ja, eine Kleinigkeit sieht. Jetzt gibt es noch einen Punkt, der vielleicht ein bisschen nervig ist in den Voreinstellungen. Das solltet ihr euch vielleicht ändern. Der Voreinstellung allgemein, wenn man Premiere so zum ersten Mal benutzt, da kann man bestimmen, wie das mit den Ablagen funktioniert. Und Ablagen werden normalerweise in einer neuen Registerkarte geöffnet. Also ihr habt ja Registerkarten, sind hier so Bedienfelder. Das sind die Bedienfelder. Und wenn ihr jede Ablage als neue Registerkarte öffnet, dann kann man sich vorstellen, dass man hier nachher eine ganze Menge verschiedener Tabs hat. Und das fängt dann irgendwann an zu nerven. Und deswegen sage ich immer, hier per Doppelklick möchte ich das gerne an Ort und Stelle öffnen. So navigiert man ja auch in einem Finder. Ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwie bin und ich mache einen Doppelklick da drauf, dann bin ich ja hier in dem Fenster und dann geht nicht ein neues Fenster, ein neues Tab auf. Dafür muss man dann irgendwie die Alt- oder Command-Taste oder sowas drücken. Und genauso möchte ich das eigentlich in Premiere auch haben, nur dass man sich das dann hier erstmal korrekt einstellen muss,
wie man da mit den Ablagen umgeht. Und ich spare mir auch hier die Mühe, da steht jetzt Projekt irgendwas, das habe ich ausgeblendet, um Platz zu sparen. Das ist diese kleine Funktion. Wenn ihr das Programm benutzt und ihr benutzt irgendwie aktuelle Smartphones, die High Dynamic Range Videos aufnehmen, dann ist es sinnvoll, dass ihr bei Farbe die beiden Funktionen für das Farbmanagement aktiviert. Ich weiß, InDesign hat 1 Million Einstellungen fürs Farbmanagement, Premiere hat 2. Das ist doch easy, oder? Also ich meine, wenn das nicht jeder gleich beherrscht, es ist nicht ganz so einfach, aber wir können ja mal leicht starten. Das heißt, diese beiden Dinge, damit schaltet ihr Farbmanagement überhaupt erstmal ein. Ja? Und das braucht ihr eigentlich nur, wenn ihr wirklich High Dynamic Range Videos bearbeitet. Wenn ihr normale Sachen habt, was alles ganz normal, Rec 709 nennt man das, da braucht man diese beiden Buttons nicht zu aktivieren. Ihr müsst es auch einschalten, wenn ihr High Dynamic Range Monitore habt oder Monitore mit erweitertem Farbumfang, P3 oder sowas, weil sonst werden die Farben falsch dargestellt. Also das sollte man dann vielleicht hier im Farbemenü nochmal kurz überprüfen und einstellen. Alles andere sind dann so Dinge wie beispielsweise hier im Schnittfenster mag ich gerne kurze Blenden. Also da kann man die Standarddauer für Video- und Audioblenden einstellen. Und hier kann man dann eben hingehen und sagen, ich möchte zum Beispiel Videoblenden mit 25 Bildern und Audioblenden mit einer halben Sekunde und nicht einer Sekunde oder so. Aber da braucht man erstmal gar nicht so viel machen. Das kann man dann später irgendwie sonst alles weitere einstellen. Ich glaube, sonst habe ich auch nicht so viel geändert. Hier so ein paar Kleinigkeiten. Aber ihr könnt größtenteils ganz gut damit loslegen. So, wir haben unsere Clips da unten schon drin. Und wenn ihr mit Word arbeiten könnt, dann könnt ihr auch mit Premiere schneiden, weil ihr wechselt einfach hier in den Modus textbasierte Bearbeitung. Und wenn ihr jetzt hier unten eure Sequenz anwählt, dann seht ihr hier links ein Transkript. Das ist das, was die da reden. Wir müssen mal gucken, was morgen überhaupt passiert. Ne? Also die Windvorhersagen widersprechen sich so ein bisschen. Manche sagen Sturm. Und was würdet ihr machen in Word, wenn ihr jetzt sagt, den Satz hier wollt ihr nicht haben? Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wirklich auch aufs Wasser kommen. Dann würde man den Satz einfach markieren. So, und die Löschtaste drücken und genau das macht Premiere jetzt, es löscht diesen Part da unten. Was wäre denn so die... Hier ist Sprecher 2, also er erkennt, dass da irgendwie 2 Sprecher liegen und die kann man auch bearbeiten. Das heißt, ich kann, wo kann ich die jetzt eigentlich gerade nicht? Also kann die gerade nicht bearbeiten, weil ich in der Sequenz bin. Da muss ich die einzelnen Clips öffnen, hier mal öffnen und jetzt kann man die Sprecher bearbeiten. Also wenn ich den Clip hier einzeln habe, habe ich hier, wo haben wir ihn denn? Moment auf Platz 1. Da, ne? Dann kann man hier hingehen und sagen, er heißt Vincent und Sprecher 2 ist der Moderator. Dann finde ich das nachher schneller wieder. So, und dann haben wir hier, wenn wir da reingehen, auch hier die beiden wieder, dass ich schnell einfach gucken kann, wo sind wir? Und ich weiß noch bei der Aufnahme, da hat irgendwas über ein Nico erzählt. Und das kann ich dann hier natürlich suchen. Und dann finde ich das hier auch in meinem Manuskript. Nico. Einzige Problem ist, was Premiere nicht weiß, Nico wird nicht mit C, sondern mit K geschrieben. Deswegen gehe ich hier hin auf Ersetzen und ersetze mal überall das Wort Nico durch das Wort Nico. Also alle ersetzen. Es kommt hier insgesamt 3-mal vor. 3 Ergebnisse hätten wir da. Also da nochmal. Wenn ich sage alle ersetzen, dann geht Premiere hin und jetzt kann ich hier nach Nico suchen. Das ist nachher wichtig für Untertitel, weil ich will ja, dass die auch richtig geschrieben werden im Transkript. Dafür ist das Suchen, Ersetzen ganz praktisch. Und was auch relativ neu ist, ist, dass ihr hier dann filtern könnt nach Pausen. Stellt euch vor, ihr habt jemanden, der noch nicht so erfahren ist mit Sprechen und hier auf Pausen macht. Und dann habt ihr hier überall Pausen. Jetzt müsst ihr hingehen und sollt überall die Pausen rauslöschen. Das kann eine Menge Arbeit sein, aber ich kann hier sagen über den Filter, markiere mir mal alle Pausen. In den Sucheinstellungen kann man auch definieren, was ist eine Pause. Eine Pause ist irgendeine Sprechpause unter 0,75 Sekunden oder sowas. Das kann man hier alles einstellen. Und dann kann ich sagen, löschen. Und Premiere löscht alle Pausen und schneidet mein Video hier entsprechend unten durch. Also so schnell kann man dann alles an Sprechpausen rausschneiden. Und jetzt kann ich eigentlich, wo ich nur noch das habe, was wirklich gesprochen ist, hier hingehen und gucken, okay, was brauche ich denn noch? Moderator hier, die ganzen Fragen will ich nicht haben. Die löschen wir dann einfach. Hier antwortet er. Und ich möchte eigentlich diesen Part vor dem haben, auch wie in Word. Wir markieren das, schneiden das aus, gehen mit dem Cursor dahin und sagen einfach bearbeiten, einfügen. Also Steuerung V. So. Und dann habe ich das da unten geschnitten. Also ich habe noch gar nicht in die Timeline geschaut, was da eigentlich passiert. Einfach nur auf das Transkript, was die da sagen und gehe hier einfach hin
und kann jetzt sagen, ich möchte bestimmte Parts löschen, entfernen und so weiter. Also relativ einfach, macht richtig Spaß damit zu arbeiten, mit so einem Transkript. Hier unten ist aktiver Monitor folgen. Das bedeutet, ihr seht, wenn ihr einen Clip öffnet, das Transkript von dem Clip hier. Das hilft auch ganz gut, um zum Beispiel Auswahlen zu bekommen. Diesen Part möchte ich haben, dann wird der hier tatsächlich gehighlightet. Oder vielleicht hier den ganzen Part mal ganz kurz so. Und dann kann ich nämlich hingehen und sagen, den Part schneide ich jetzt hier hin. Den möchte ich genau da einsetzen. Da hat man hier im Transkript die Möglichkeit zu überlagern. Und dann wird es da direkt in meine Timeline eingefügt, wenn ich jetzt hier was auswähle. Das heißt, ich kann hier auch super schnell Auswahlen machen und dann sagen, schneid mir das da unten in die Sequenz rein. Und dann suchen wir hier Clips zusammen. Da ist noch ein Part, den ich haben möchte. Und den schneide ich dann da unten auch rein. Und wenn ihr dann in die Sequenz geht, dann wechselt der. Hier zeigt er mir jetzt an Quellmonitor. Ich auf die Sequenz klicke, wechselt er in die Sequenz. Und da habe ich jetzt das, was ich gerade eben ausgewählt habe und kann es hier jetzt wieder bearbeiten und schneiden und ausschneiden und umschneiden oder wie auch immer. Also relativ cool hier mal mit dieser neuen Transkriptfunktion eben Videos zu schneiden, weil ich einfach gucken kann, was wird gesprochen und komme so auf die Art und Weise sehr schnell zu meinem Rohschnitt. Okay. Darf ich da kurz dazwischen? Ja, bitte. Das hörte sich jetzt so an, als ob du diesen Bereich verlassen wolltest. Ja. Und zwar zum einen, du hattest die Funktion erklärt, zum Beispiel Pausen rausschneiden. Das ist ja das eine. Aber würdest du denn aus der Erfahrung heraus auch sagen, dass das Ergebnis qualitativ gut ist? Naja, Also, sagen wir mal, oder wird da auch schon mal zu viel weggeschnitten oder zu wenig? nee, das jetzt nicht. Aber wir haben natürlich dann Jump Cuts, also weil hier springt ja das Bild dann dahin. Ne? Wenn ich Ja. jetzt hier Pausen habe, Und dann sind wir wieder dran. Was ist denn heute das Abendprogramm hier? Kommt heute Tonbandgerät? die Schnitte sind natürlich jetzt, da fehlt dann immer vielleicht eine Sekunde oder irgendwas und das Mhm. springt. Das ist dann die Frage, das ist eine Ästhetik. Bei Ja. YouTube ist es ja häufig so gewollt, wenn die dann irgendwie Versprecher rausschneiden, dann hüpft das Bild eben. Im Fernsehen würde man das eher nicht machen, da wird man dann Zwischenbilder da drüber legen. Insofern kommt das natürlich darauf an, ob man das so machen möchte oder nicht. Aber er schneidet nicht einfach in die Texte mit rein. So. Das ist natürlich jetzt schwierig. Also Premiere beherrscht um die 17 Sprachen, aber nicht so viele Dialekte. Also nicht 17 verschiedene Dialekte innerhalb von Deutschland, sondern das kann also manchmal dann auch abenteuerlich werden, wenn da Dialekt gesprochen wird. Dann ist das sicherlich nicht so gut, das Transkript. Also ich würde jetzt nicht hier per Transkript schneiden und das dann direkt auf YouTube hochladen. Ich würde mir das schon nochmal angucken, was der da macht am Ende des Tages. Das ist sicherlich auf jeden Fall sinnvoll. Und gibt es da nicht irgendwie jetzt irgendwas Neues, dass die Füllwörter automatisch rausschneidet, die Ams und die Irms? Ja, das ist in der Beta drin. Da gibt es schon da gibt es schon, also in der Public Beta, es gibt ja von Premiere eine Public Beta, die man über die Creative Cloud App hier installieren kann. Wenn man da drauf geht, dann findet man ja hier unter Beta-Applikationen sowas wie Photoshop oder Premiere Pro Beta. Und da gibt es schon eine Funktion, mit der man genau wie hier eben nicht nur sagen kann, such mir alle Pausen, sondern da gibt es dann auch die Funktion Füllwörter und dann s und so sucht er dann genauso raus und kann die dann auch wegschneiden. In der Public Beta gibt es noch eine zweite tolle Funktion und zwar Adobe Podcast. Das war oder ist noch ein Online-Dienst, da kann man ein schrottiges Audiosignal hochladen und bekommt eine High-End-Studioaufnahme zurück. Na, ich übertreibe vielleicht ein kleines bisschen, aber es ist schon ziemlich cool, was die da auch wieder KI-gestützt aus Ton rausholen. Und dieses Tool haben die in die Beta-Version von Premiere schon mit eingebaut in der Public Beta. Das heißt, ich habe das neulich gemacht, weil ich echt einen miesen Ton hatte. Ich arbeite jetzt ungern mit der Beta an meinen Projekten, das mache ich schon hier mit der Release-Version, aber da habe ich dann mal gesagt, okay, die Clips hole ich mir in die Beta rein. Da gibt es dann einfach so einen Mix-Regler und dann habe ich mir die Clips wieder exportiert mit aber eben gutem Ton. Und das ist schon echt erstaunlich. Wir können das ja nachher mal machen, wenn wir noch Zeit haben, dann öffne ich kurz mal die Beta, dann können wir uns einmal kurz anzeigen, wie man da den Ton noch optimieren kann. Dann gibt es noch eine Frage im Chat von der Nina.
es können nur Texte rausgenommen werden, aber nicht neue, geänderte Texte eingefügt werden? Fragezeichen. Ich nehme jetzt an, dass sie, hoffe ich zumindest, nicht meint, dass man einen Text eingibt und der Mensch, den man im Video sieht, sagt dann diese Worte. Solche Tools gibt es zwar, aber das kann Premiere noch nicht. Das kann Premiere nicht. Das haben die aber jetzt gerade auf der Adobe Max gezeigt. Ich weiß nicht, wer die Sneaks gesehen hat. Da ging es darum, zum Beispiel Übersetzungen zu machen und die Personen sprechen dann den übersetzten Text. Das war schon sehr, sehr abgefahren. Und da ist sowas in der Mache, aber das ist noch nicht in Premiere mit drin. Wenn Aber es ich das nehme an, Nine, du meinst wahrscheinlich den Text in der Transkription, was dann später auch Untertitel wird. Wenn du das meinst, dann, Sven, lautet die Antwort, glaube ich, ja genau. Das hast du ja eben mit dem Nico ja auch gemacht, ne? Den Ja, Fall also beschrieben. ich kann jetzt hier irgendwie irgendeinen Part nehmen und kopieren und den woanders einfügen an einer anderen Stelle. Das geht schon. Also Copy-Paste und Premiere schneidet es dann hier unten um. Also das funktioniert, falls das gemeint war. Ansonsten, falls du dich entstummen kannst, einfach. Nein, sie sagt, ist beantwortet. Okay, super. Dann Danke. verlassen wir mal die textbasierte Bearbeitung. Wir kommen nachher in diesen Modus nochmal zurück, wenn wir Untertitel generieren wollen. Ich habe jetzt ziemlich einen Schrott produziert, weil ich nicht gelesen habe, was da steht. Deswegen gönne ich mir hier einfach mal eine neue Sequenz und ein paar mehr Medien vielleicht auch. Das wäre ganz praktisch. Gehen wir einfach nochmal, nicht in den Willkommensbildschirm, Entschuldigung. Einmal nochmal hier oben auf Importieren. Hier unter Importieren, ihr habt 3 Bereiche hier, Importieren, Bearbeiten, Exportieren. Import ist sozusagen, ihr holt was Neues rein, wie Platzieren. Das heißt nur bei Premiere nicht Platzieren, sondern Importieren. Bearbeiten, da findet eben die ganze Schnittgeschichte statt und exportieren, da bringe ich mein Video dann wieder raus. Also wir suchen uns jetzt nochmal ein paar nette Bilder aus. Ich möchte keine neue Sequenz erstellen und ich will auch keine Transkription. Das waren die einzigen Clips, wo Sprachen drin sind. Und dann nehmen wir hier noch ein paar Clips, die man schnell mal auswählen kann. Ich kann auch hier einfach mal kurz alles anwählen. So, muss ich nur die ich schon habe, vielleicht deaktivieren. Das wäre ja Quatsch, wenn ich die nochmal reinhole. Ich glaube, dann haben wir alles, da unten ist auch Ton. Und ich möchte eine neue Ablage, die nennen wir jetzt einfach mal B-Roll. Da ist dann eben alles drin, was sonst so kommt. Das kann man natürlich noch viel feiner sortieren, aber das reicht mir jetzt hier einfach mal kurz. Das heißt, wir haben jetzt hier unser ganzes B-Roll-Material. Und da ist jetzt ganz praktisch, wenn ich hier per Doppelklick in den Ordner reingehe, diese Ansicht, weil da kann ich dann hier schnell rüberfahren und dann sieht man mit der Maus auch schon so eine kleine Vorschau, was findet in dem Clip eigentlich statt, bevor man den vielleicht hier öffnet und sich den dann da im Quellmonitor ganz präzise anguckt. Also der Quellmonitor hier oben zeigt euch immer das Rohmaterial an. Das könnt ihr dann hier per Doppelklick da öffnen und anschauen. Das tut erstmal noch nichts. Und der Programmmonitor, den ihr hier habt, da seht ihr immer das, was ihr in der Sequenz geschnitten habt. Also wenn man so will, was man auf der Seite gelayoutet hat. Nur, dass man es hier in der Sequenz halt schneidet und nicht layoutet. Okay. Wir nehmen mal ganz schnell in unseren Clips, wir nehmen eine neue Sequenz. Das heißt, ich mache hier einfach mal Datei neu. Dann habt ihr das auch einmal gesehen. Sequenz. Innerhalb eines Projektes kann man halt beliebig viele Sequenzen anlegen. Wir nennen sie Rohschnitt. Hier gibt es ganz viele Tools, mit denen man irgendwie starten kann. Das heißt, wenn ich weiß, ich brauche für ein bestimmtes Format hier, muss ich irgendwas produzieren, dann wähle ich hier ein Format aus. Und wenn ihr sagt, keine Ahnung, was das alles ist, von den Kameras habe ich noch nie gehört. Sagt jemand schon mal von AVCAD-Kameras gehört oder sowas. Oder DSLR, ja, habt vielleicht eine Sony DSLR-Kamera. Dann findet man hier einen Ordner Digital DSLR und dann findet man hier zum Beispiel P25, also 1920 mal 1080 mit 25 Bildern pro Sekunde. Das kann man dann zum Beispiel benutzen. Oder ihr geht auf Einstellungen und hier könnt ihr das dann auch selber bearbeiten. Selbst wenn man hier auf Benutzer definiert geht, ganz oben bei Bearbeitungsmodus, dann kann ich hier eintragen, was ich will. Also ich könnte ja zum Beispiel sagen, in Pixeln hätten wir gerne 1080 mal 1350. Das wäre dann so ein 4:5 Format für Instagram beispielsweise. Oder quadratisch, 1080 mal 1080. Also ihr könnt dann, wenn das oben auf Benutzer definiert steht, dann könnt ihr jede beliebige Framegröße hier einstellen. Ne? Wir haben jetzt 1920 mal 1080. Ich nehme mal 50 Bilder pro Sekunde. Viel hilft viel. Dann sieht das flüssig aus. Wenn ihr High Dynamic Range schneiden wollt, dann müsst ihr hier auf Rec 2100 HLG gehen.
oder PQ, aber höchstwahrscheinlich Smartphones nehmen immer dieses hier, 2001 HLG. Das sind die 3 Farbräume, die man sozusagen bei Video hier in Premiere auswählen kann. Rec. 709 ist sozusagen der Standardfarbraum, den wir die letzten 50, 60 Jahre benutzt haben. Und jetzt kommt eben High Dynamic Range. Dann wählt man das hier aus. Und dann braucht man natürlich auch einen High Dynamic Range Monitor, wie das zum Beispiel in einem aktuellen MacBook Pro drin ist oder so. Und da kann man das auch sehen. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja, schieß los. Ich ärgere mich immer wieder, wenn ich eine neue Timeline mache, dass die Höhe keine Videos anzeigt. Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, die Standardeinstellungen zu ändern von der neuen Sequenz, die ich aufmache? Dass die Höhe was nicht anzeigt? Ja, also ich hab das gerne so, dass die Videospuren schon so hoch sind, dass man die Posterframes sehen kann und das Audio auch irgendwie schon gut erkennen kann. Und dieses Setting, da habe ich noch nichts gefunden, wo man da was einstellen könnte, weil das ist ja sieht jedes Mal gleich aus. Ja. Man kann natürlich sich Presets machen, die muss man dann aber auch immer erst wieder aufrufen. Das Preset gehen. Nee, das kannst du noch nicht einstellen. Das Einzige, bei den Audiospuren kann man hier sagen, öffnen, dann sind die ein bisschen höher als die, wenn sie nicht geöffnet sind. Aber bei Video bei den Videospuren kannst du das nicht vordefinieren. Es gibt irgendwo so ein Default-Video-Setting, wo irgendwo ein Pfeil liegt, wenn man das ändert und wieder neu abspeichert. Fällt dir auch nichts ein. Nee, also die Frage ist hier nach den Spurhöhen. Man kann die nachher alle, die Höhen einfach ändern für die Anzeige, aber das muss man dann machen, nachdem man die Sequenz erstellt hat. Das kann man nicht vorher einstellen, wie man die Höhe haben möchte. Über Presets kann man das definieren, aber trotzdem muss ich dann noch das Preset anwählen, das stimmt. Genau. Last but not least, auch hier im Bereich Farbe gibt es noch ein automatisches Tone Mapping. Auch das braucht ihr nur, wenn ihr mit High Dynamic Range Videos arbeitet. Das passt sozusagen die HDR-Clips an den niedrigen Farbraum an, damit die nicht völlig überbelichtet sind. Wenn ihr das nicht braucht, schaltet es dann einfach ab. Und man definiert dann, wie viele Spuren man haben möchte. Ich starte mal hier mit 3 Audiospuren. Ich will nur Stereo ausgeben. Ich starte mit 3 Videospuren. Wir können später natürlich immer noch mehr Spuren hinzufügen. Ja, und das sind eigentlich so die wichtigsten Einstellungen, um irgendwie loszulegen. Also der Part hier und die Timebase, das ist so die Geometrie eures Videos. Und das solltet ihr dann so einstellen, wie ihr das nachher exportieren wollt. Oder halt, wie euer Rohmaterial gedreht ist. Das sind so die beiden Sachen, die man machen kann. Das kann man sich als Vorgabe dann hier speichern. Dann taucht das bei Sequenzvorgaben auf und macht nicht den Fehler, hier irgendetwas einzustellen und dann nochmal auf Sequenzvorgaben zu klicken. Dann gehen alle eure Einstellungen verloren und ihr ladet wieder die Vorgabe. Das heißt, wenn ihr hier Einstellungen geändert habt und seid damit happy, speichert ihr die oder legt sofort eine Sequenz an. Aber nicht wieder zurück auf die Vorgaben gehen. Dann überschreibe ich meine ganzen Einstellungen. Jetzt habe ich hier meinen Rohschnitt und ich kann jetzt loslegen und sagen, okay, wir haben hier irgendwas, mal gucken, was der sagt. Es gibt 2 nette Ansichten hier. Es gibt eine Videoansicht und eine Audioansicht. Da kann man hier in der Waveform hin und her fahren. Ja, morgen wird's. Und ich möchte gerne hier beginnen, dann setze ich einen In-Punkt. Ja, morgen wird es nochmal richtig spannend. Ich würde sagen, wir haben Platz 1, ganz knapp aber vor Sebastian Gordon aus Dänemark und vor Nico aus Frankreich. Das heißt, ich muss mindestens Zweiter werden in der Elimination. Sonst ist Kornum oder Nico vor mir. Das heißt, es ist wirklich ganz, ganz spannend und ganz, ganz eng. Wir haben nicht so viel Zeit. Ihr setzt diese Marken, also ihr wählt etwas aus. Wie in Photoshop macht ihr eine Auswahl, aber hier natürlich zeitlich gesehen, welchen Part von dem ganzen Video. Der redet ja irgendwie ohne In- und Out-Punkte, habe ich vorher nicht geguckt, wie lang der ganze Clip ist, aber ich glaube 3-4 Minuten und ich will ja nur diesen kleinen Part haben. Viele gehen hin und schneiden erstmal alles in die Timeline und löschen dann das weg, was überflüssig ist. Wir Menschen sind nicht sonderlich gut im Dinge wegschmeißen, weglöschen. Kann das jemand von euch besonders gut? Eher nicht, oder? Ja? Okay, Chris hat das gelernt. Du bist, dein Raum sieht aber auch sehr clean aus im Hintergrund, also das sieht man, dass du das gut kannst. Der Punkt ist, wenn ihr alles in die Sequenz unten reinlegt, in voller Länge, hier den und dann den, und ich fange dann an, das zu löschen, dann passiert eben, dass mein Video wahrscheinlich sehr lang wird, weil ich immer nicht, will ich das wirklich löschen, will ich das weghaben? Ich präferiere die Methode, hier oben die Sachen auszuwählen, die wirklich gut sind. Also mit In-Out-Marken den Part markieren und dann überlagere ich das in die Timeline. Und dann gucke ich, sagt er noch irgendwas Schlaues? Er haut erstmal ab. Haben maximal 30. Gucken wir mal hier. Fahren könnt.
Also wir bei Hinsetzen mit uns I. in der Slalomdisziplin, bei der IFCA Slalom-Weltmeisterschaft, haben maximal 30 Knoten erlaubt. So. Okay, da verspricht Bei er. uns- Nochmal hinsetzen. Bei uns im Slalom sind maximal 30 Knoten erlaubt und ich hoffe auch, dass wir die haben werden. Auf jeden Fall. Aussetzen und dann übernehme ich das in die Zeitleiste. Und jetzt nehme ich wirklich nur die Parts da rein, die mir gut gefallen und alles andere lasse ich weg. Ihr müsst euch natürlich den ganzen Quatsch angucken, aber auch da hilft euch ja unter Fenster das Textfenster, denn im Textfenster steht ja, was der sagt. Und das kann man sich hier auch nebeneinander anordnen, weil jetzt die Anordnung gerade ein bisschen doof. Ich habe jetzt hier meinen Quermonitor und hier mein Textfenster in der gleichen Bedienfeldgruppe. Also nehme ich das Textfenster einfach mal und ziehe das hier raus. Hier ist ein kleiner Bug, manchmal kann man Fenster nicht rausziehen. Dann muss man hier oben raufklicken und sagen, abdocken, Fenster abdocken. Dann habe ich das einzeln und jetzt kann ich das hier nehmen und hier auf der linken Seite fallen lassen. Und stellt euch das so vor wie die InDesign oder die Photoshop-Oberfläche. Allerdings besteht Premiere eben nur aus Bedienfeldern. Also in Premiere, in InDesign habt ihr auch Docs, die ihr zusammenbauen könnt von den Bedienfeldern. Und die ganze Oberfläche von Premiere sind nur solche Docs. Und jetzt können wir hier sagen, okay, der Part gefällt mir. Ich markiere mir den hier. Den will ich haben. Der setzt hier automatisch die In- und Out-Marken. Den Part übernehmen wir in die Timeline. Gucken wir noch, ist da noch irgendwas Nettes? Gucken wir nochmal in den Clip. Den Part will ich vielleicht noch haben. Und dann sage ich hier, schneiden wir in die Timeline. Und jetzt sieht man hier, das ist das, was ich schon geschnitten habe. Die Clips so hintereinander weg, was ich jetzt hier eben im Manuskript, im Text ausgewählt habe. Das können wir dann erstmal wieder schließen. Und jetzt müssen wir das ganze Video natürlich ein bisschen nett machen mit ein paar Zwischenschnitten. Wir haben da B-Roll-Material importiert und können jetzt hier mal schauen, was haben wir denn da. Wir können zum Beispiel mit diesen langweiligen Flaggen anfangen, damit sichergestellt ist, dass sich auch auf YouTube mein Video niemand anguckt. Gucken wir mal. Den Clip hat man nach ungefähr 2 Sekunden auch verstanden und satt. Und ich mache das immer so, dass ich meine Interviews auf den ersten Spuren habe. Also hier wähle ich ja aus, wo das Zeug hin soll. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier auf diesen Button klicke, dann schiebt Premiere das in die Spuren, die hier angewählt sind. Und ich möchte ganz gerne meine B-Roll in andere Spuren haben, einfach damit man die Übersicht behält, was wo ist. Deswegen verschiebe ich diese beiden Buttons hier oben hin und sage jetzt hier einfügen an der Stelle. Und damit das nicht zu langweilig wird, vielleicht kommt da oben nachher eine Grafik drauf, suchen wir nochmal, dass wir irgendwas haben hier. Jedes schlechte Video fängt mit einem Drohnenflug an. Also nehmen wir noch hier irgendwas so, ja, ruckelt die Drohne ein bisschen. Und das Wichtige ist, wenn ich das jetzt einfüge, setze das nochmal auf die Spuren, einfügen heißt, das, was da ist, wird überschrieben. So. Überlagern heißt, das, was da ist, wird weggeschoben. Ja, das heißt, hier an der Stelle, wenn ich das auf die Spuren mache, dann kann ich auch sagen, hier, wir wollen das einfügen, dann schiebt er meine anderen Videoclips nach rechts. Jetzt habe ich nur dummerweise A1 ausgeschaltet, die kam da jetzt nicht mit an. So, und jetzt haben wir hier erst den, dann den, Ja, dann kommt es. Und was ganz wichtig ist hierbei, die Wahrnehmung funktioniert immer so, dass, wenn ihr jetzt mal überlegt, ein, zwei Experimente beim Schneiden, so ein bisschen zu der Gestaltung, versucht doch mal mit eurem Blick einfach so von langsam im Raum nach links und rechts zu schwenken. Geht das gut oder geht das nicht so gut? Entspricht das eurer normalen Sehgewohnheit, um das mal so zu sagen? Eher nicht wahrscheinlich, weil wir mit unserem Blick nicht schwenken, sondern wir springen. Also das heißt, ihr fokussiert immer schnell irgendwelche anderen Dinge. Man könnte auch sagen, wenn das so im Augenblick passiert, dass ihr im Kopf schneidet. Also wir machen den ganzen Tag nichts anderes als schneiden. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn wir hier harte Schnitte haben. Also kommt nicht auf die Idee, da überall weiche Blenden einzusetzen. Das ist ungefähr wie wenn ihr mit 1,7 Promille durch die Gegend lauft. Dann verschwimmt immer alles ineinander. Aber wenn man ein Video mit klarem Verstand schneiden möchte, dann sollte man harte Schnitte machen, weil das ist genau das, wie wir es auch sehen. Wir schneiden sowieso hin und her. Und jetzt wäre die Frage, wann schneiden wir? Da gibt es zwei, also im Kopf, da gibt es zwei Varianten. Variante 1 ist, ich gucke weg, also schneide im Kopf, wenn es langweilig wird. Das heißt, wenn ich keinen Bock mehr auf das Bild habe, wo ich gucke jetzt hier die ganze Zeit schon hin, da passiert nichts, also gucke ich weg. Das kennt man auch. Ne? Wenn es irgendwie langweilig wird, guckt man woanders hin, wenn nichts passiert. Also gucken wir, dass hier im Bild länger was passiert, dann bleibt es ein bisschen spannend. So ein Zoom-In ist dafür unglaublich schlecht geeignet, weil da passiert nichts Neues. Genauso wie bei dem Bild, da passiert auch nichts Neues.
Ein Zoom-out ist noch ein bisschen besser, weil da bekomme ich wenigstens neue Informationen. Also wenn die Kamera rausfährt, dann sehe ich was Neues. Aber wenn sie reinfährt, man sieht nichts Neues, nicht wirklich. Also ist es auch nicht viel besser als ein Standbild. Sieht ein bisschen hübscher aus, aber es ist nicht, wird nicht spannender durch eine Kamerafahrt. Spannend ist, wenn wir Menschen sehen, wenn da Leute sind, die irgendwas tun. Das sind spannende Bilder, denen können wir zugucken. Und wir lieben es, anderen Menschen zuzugucken. Das ist halt einfach so. Wir gucken denen gern bei der Arbeit zu, vor allen Dingen. Das ist eine ganz tolle Sache. Es gibt noch einen zweiten Punkt, also man guckt weg. Wir müssen schneiden, wenn es langweilig wird. Punkt Nummer 2, man guckt weg, wenn man irgendwas hört. Wenn ich irgendwo in einem Raum sitze und ich höre links irgendwie ein Geräusch, dann gucke ich da hin. Das heißt, in dem Moment, wo wir was hören, gucken wir auch woanders hin. Und genau das ist der Punkt, warum mein Schnitt hier total langweilig ist. Weil, achtet mal drauf, Ja, morgen. ihr habt dieses Bild, habt ihr dieses Bild, Ja, dann habt ihr dieses Bild. Und es interessiert keine Sau für diese Bilder. Ja, weil ihr gebt ihm irgendwie ein neues Bild, aber das will man ja gar nicht sehen. Vielleicht, weil das alte langweilig ist, aber das ist keine gute Voraussetzung. Und jetzt macht man folgenden Trick. Man nimmt das Bild einfach ein bisschen länger dahin. So. Ja, morgen wird es nochmal richtig spannend. Und schon garantiere ich euch, dass man das Bild sehen will. Weil ich höre ihn sprechen. Ja, morgen wird es nochmal richtig Und spannend. dann will ich wissen, wer da spricht. Und schon ist es ganz was anderes, weil jetzt triggert man die Neugierde des Zuschauers, der Zuschauerin und die wollen wissen, was kommt. Und das ist ein ganz einfacher Schnitttrick sozusagen, um euer Video spannender zu machen. Dass ihr erst den Ton, erst den Ton einspielt und dann erst das Bild wechselt. Das entspricht unserer Wahrnehmung. Wir hören was, wir gucken hin und es wird auch automatisch ein bisschen spannender dadurch. Nichtsdestotrotz, irgendwann wird auch ein charismatischer Windsurfer langweilig. Wenn ich dem jetzt so 6, 7 Sekunden zugucke, Ich bin zwar im Moment auf Platz 1, ganz knapp, aber vor machen wir mal folgenden Trick. Ich zeige euch das Video und ihr sagt, wann muss ein Schnitt kommen, wann ist das Bild langweilig. Also das könnt ihr machen, indem ihr klatscht, oder das höre ich zwar nicht, aber wir gucken mal, was bei rauskommt. Die das Webcam-Bild anhaben, mal sehen, wann ihr so das Gefühl habt, jetzt muss was passieren. Ja, morgen wird es nochmal richtig spannend. Ich bin zwar im Moment auf Platz 1, ganz knapp, aber vor... Habt ihr gemerkt, dass wir ungefähr alle zur gleichen Zeit geklatscht haben? Da ist mal eine halbe Sekunde mehr, eine halbe Sekunde weniger. Ja? Aber wir haben alle ungefähr das gleiche Gefühl, wann wir das verstanden haben. Das könnte man noch hinauszögern, indem ich hier eine Bauchbinde, einen Titel, einen Untertitel einfüge. Dann hat man noch was zu lesen. Aber solange da nichts wahnsinnig Geistreiches passiert, würden wir jetzt hier sagen, nach 5, 6 Sekunden reicht das auch. Das heißt, jetzt brauchen wir ein paar Schnittbilder. Es wird ganz, ganz spannend und ganz, ganz eng, hat er eben erzählt. Also suche ich mir so ein bisschen Windsurf-Bilder hier raus, wo hoffentlich irgendwas Spannendes, Enges passiert. Hier ist es eng und spannend. Da sind viele Windsurfer. Das könnte passen. Finde ich noch eine Stelle, wo die sich ein bisschen überholen. Da zum Beispiel. Okay. Da kommt noch vorne einer vorbeigesegelt. Das ist auch ganz toll. Wir können jetzt hier einfach überlagern und suchen uns dann einfach mal ein paar Bilder raus, die wir dahinter hängen. Nehmen wir das hier auch in-out. Kommt da noch ein Sprung? Ich glaube schon. Bringt schon. Ja. Es hat jetzt nichts mit Racing zu tun, es ist eher Freestyle. Ist nichts, worüber er spricht, aber egal, hat man ein paar schöne Bilder. Und jetzt haben wir hier vorne kann man das gleiche Experiment machen. Wie lange bleibt es spannend? Boah, eigentlich hier schon raus, oder? Dann hat man es. Und dann gehen wir hier hin. Man kann jetzt mit den Tasten Q und W arbeiten. W schneidet alles weg, was hinter dem Player kommt. Q alles, was davor ist. Also Q, ich Q drücke, schneide ich diesen Part hier weg. Wenn ich W drücke, schneide ich den hinteren Part weg. So. Besser. Oder wir nehmen ein Schnittwerkzeug wie das hier zum Beispiel, Schnittkante verschieben und da können wir dann die Clips kürzen und verlängern. Ja? Ein bisschen verlängern oder ein bisschen kürzen. Und so könnt ihr das dann so hintrimmen, wie ihr das braucht, wo ihr das Gefühl habt, so lang sollten sie dann sein oder den hier auch nochmal ein bisschen kürzen, um das Ganze vielleicht ein bisschen besser zu machen. Und das Zweite ist, das ist jetzt auch sehr irritierend. Wir haben nämlich keinen Ton. Hier ist leider, Drohne hat keinen Ton aufgenommen. Und das macht eure Videos einfach langweilig. Ich weiß nicht, wenn ihr mal so CSI schaut, wo die irgendwelche Computer da im Fernsehen zeigen. Die Computer machen alle ganz lustige Geräusche. Achtet mal darauf. Wenn das der Computer bei mir im Büro machen würde, würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden.
Aber beim Fernsehen sind wir gewohnt, dass alles Geräusche von sich gibt, weil sonst ist das eine tote Szene. Und jetzt muss ich hier hingehen und sagen, gut, leider war hier kein Ton, ich muss einen anderen Ton nehmen. Ich habe ja hier vorne noch einen, also muss ich diesen Ton hier vielleicht löschen. Und das geht gar nicht, weil ich wähle immer beides aus, Bild und Ton. Und hier könnt ihr dann mit dem Auswahlwerkzeug, könnt ihr die Clips natürlich hier in die richtige Reihenfolge bringen. Ihr könnt die verschieben, hin und her, basteln, neue Clips hinzu, Clips kürzen, verlängern. Also mit dem Auswahlwerkzeug bewegt man diese Sachen einfach wie eine Ebene in Photoshop. Und in meinem Fall muss ich aber die verknüpfte Auswahl abschalten, das ist diese Funktion, weil dann kann ich hier unten den Ton auswählen, in dem ja nichts drin ist, kann die löschen und kann den hier einfach nehmen und wieder verlängern. Und schon haben wir gar nicht mehr das Tonproblem. Ja, morgen wird es nochmal richtig. Weil wir haben einfach einen durchgehenden Ton und es wirkt ganz anders. Also der Ton macht echt viel aus beim Bildschnitt. Gut. Irgendwie bastelt man sich das jetzt so dahin, baut da hier hinten noch ein paar mehr Schnittbilder ein. Wir zeigen ihn vielleicht noch mal kurz, dann kommt der nächste Clip oder ist er schon wieder, da brauche ich vielleicht jemand anders. Dann kann man hier jetzt Clip-Reihenfolgen austauschen, indem wir den da hinschieben und den vielleicht da ranziehen. Das ist schon wieder der gleiche. Nichts anderes, doch da, so wie auch immer. Wir schieben den da hin, alles andere wird gelöscht. Dann haben wir jetzt nur noch 2 Clips. Also ihr arrangiert einfach die einzelnen Parts hier hin. Ihr könnt die auch darauf ziehen und dann kürzen und verlängern oder was auch immer. Und so baut ihr euch eure Timeline hin. Jetzt würde ich mal ganz schnell wechseln in ein Projekt, was ich ein bisschen vorbereitet habe, wo man ein bisschen was hat. Im Prinzip kommt hier jetzt noch Musik dazu. Habe ich die schon? Ich glaube, die habe ich im B-Roll-Ordner abgelegt. Sehr schlau da unten. Musik packt man dann auf die nächste freie Spur. Es gibt noch ein paar andere Schnittwerkzeuge, wie zum Beispiel eine Rasierklinge, womit man einen Clip durchschneiden kann. Im Auswahlwerkzeug kann man den Part anwählen und löschen. Und so baut man sich dann eben seine Sequenz da irgendwie zusammen. Was Nils vorhin noch meinte, ist die Spurhöhen. Die kann man hier anwählen und kann dann die Höhe der Spuren so anpassen, dass ihr euch theoretisch hier auch kleine Bilder anzeigen lassen könntet. Die habe ich bloß ausgeblendet. Das sind die sogenannten Videominiaturen. Und dann hat man hier noch, ich finde es immer hässlich, wenn da die Namen drüber liegen. Da muss man nämlich auch sagen, dass ich die Videonamen nicht anzeigen lassen möchte. Also da habt ihr ganz viele Einstellmöglichkeiten, wie das Schnittfenster aussehen soll, wie viele Details man hier sehen möchte oder nicht. Und da war eben die Frage, kann ich das so speichern, dass ich immer bei neuen Sequenzen diese Höhe habe? Und das kann man zwar speichern, die Höhen kann man hier als Vorgabe speichern, aber die muss ich dann immer wieder aufrufen hier in den Vorgaben. Ich habe hier zum Beispiel eine Vorgabe für Tonschnitt und dann habe ich diese Höhe, mehr Platz eben für die Videospuren und weniger mehr Platz. Flüssiges Ibuprofen. Das zweimal so schnell vom Körper War das eine Frage, Christine? langanhaltend Schmerzlinderung bietet. Probieren Sie jetzt. Die Routen von Nurofen für Erwachsene. Okay. Das war ein kleiner Werbeeinspieler hier. Ja, und das kann man, wie gesagt, leider nicht vorher definieren, sondern kann das dann aber jederzeit hier anpassen. Lassen wir das Projekt mal. Ich gehe mal ganz schnell in ein anderes Projekt. Frage, ja? Doch nicht. Ine, man hört dich nicht. Du müsstest dich Ach, ich hatte eben, genau, sorry. Und zwar, wenn das Bild jetzt hinten aufhört und die Musik noch weiterläuft, wie kriege ich das hin, dass Text und Bild hinten genau gleich aufhören, ohne mir da eins zurechtzufummeln? Also gibt es da irgendwie so einen Automatismus oder sowas? Die Musik meinst du jetzt, dass die... Ja, genau, dass die hinten mit dem letzten Bild aufhört, dass das nicht so leicht versetzt ist, sondern gleich hinten gleich endet. Also es gibt hier ein sogenanntes Essential Sound Bedienfeld unter Fenster. Und im Essential Sound Bedienfeld muss ich den Clips erstmal sagen, was das für ein Audiotyp ist. Das muss ich einmal ganz schnell löschen. Ich habe nämlich hier schon mal irgendwas gemacht, anscheinend. Einige getaggt. Sorry dafür. So. Und zwar kann man jetzt neuerdings Premiere erkennen lassen, was das ist. Das heißt, man wählt hier Clips aus und dann gibt es eine automatische Markierung. Das heißt, er sagt, okay, das ist wahrscheinlich Musik, das ist Dialog, das ist Soundeffekt, das ist Raumschall, aber ich mache das jetzt lieber manuell selber. Er hat noch nicht so immer alles das richtig entdeckt, muss ich sagen, wie ich das haben wollte. Also wenn ich jetzt hier hingehe und sage, mach mal eine automatische Markierung, gut, da erkennt Premiere jetzt noch, dass das Musik ist, aber hier bei manchen, da werden falsche Sachen erkannt. Deswegen sagen wir jetzt hier, das ist Musik, das hier ist Dialog. Die 3, ich habe das ja alles extra auf
Spuren gesetzt und das hier unten ist Raumschall. So. Und bei Musik gibt es was ganz Cooles. Da gibt es hier nämlich ein Werkzeug, das nennt sich Remix-Werkzeug. Und wenn ich dieses Remix-Werkzeug benutze bei der Musik, das kann ich auch machen, ohne dass ich das hier vorher zuweise, und kürze die einfach, dann analysiert Premiere den Clip ganz kurz und macht mir dann einen Vorschlag, wo man die Musik schneiden könnte. So, die Musik wird einmal an der Stelle, da und da geschnitten. Und dann komme ich jetzt ziemlich genau auf die Länge. Ja, abrufen zu können. Okay. Vielleicht machen wir es ein bisschen länger, weil hier die Musik hat einen sehr langen Abspann. Ich glaube, das gefällt mir so besser. Dann hören wir, hier ist einmal geschnitten. Spannend. Ich bin zwar auf Platz 1, ganz knapp, aber Und hier ist zweimal geschnitten. Ein bisschen sehr laut, die Musik. ja, wir hatten gerade die Idee war unglaublich. Und auf Platz 2 und 3 gelandet. Ich konnte Ja? Wenn mir das nicht gefällt, wo Premiere die Schnitte setzt, dann kann ich hier noch auf Customize gehen und kann sagen, ich möchte vielleicht ein bisschen weniger Segmente haben. Das macht dann nicht ganz so viele Schnitte. Jetzt wird hier nur noch zweimal geschnitten, schon dreimal, da hinten auch nochmal. Das heißt, damit kann ich das so ein bisschen auf die Länge bringen, wie ich brauche. Ich muss dazu sagen, das ist hier angegeben, wird das Ganze mit plus minus 5 Sekunden, weil das sind ja Beats und Takte, die müssen auch beibehalten werden. Also ich kann es nicht exakt auf das Frame schneiden, aber es hilft schon mal meistens echt enorm, dass wir hier eine bessere Länge haben. Ne? Man sieht also, ich müsste jetzt hier vielleicht den Part noch mit Bild füllen oder wir probieren es vielleicht noch mal ein bisschen kürzen. Und hier ist wirklich nur noch eine Ablende. Den Part, den kann ich dann nachher auch ganz einfach hier mit so einem Stiftwerkzeug. Mit dem Stiftwerkzeug kann man dann hier reingehen und sagen, das blenden wir jetzt hier einfach ab, den Rest. Da passt es. Also das ist diese Remix-Funktion, die da sehr, sehr praktisch sein kann, wenn man die Länge der Musik an das anpassen möchte, was man bereits geschnitten hat. Tonmischung war aber bisher auch sehr, sehr aufwendig und ist durch Essential Sound auf wenige Klicks eigentlich reduziert worden. Also wir haben jetzt ja gesagt, das hier ist Dialog, das zeigt er jetzt hier an, und das hier ist Raumschall und das ist Musik. Das habe ich gerade eben so zugewiesen. Jetzt kann ich sagen, bitte wähle mir alle Clips aus, die Dialoge sind und passe mir hier die Intensität automatisch an. Dazu muss man sagen, dass was Premiere da macht, ist eine Fernsehmischung. Das ist nicht für YouTube und nicht Social Media, sondern die Normen, die jetzt hier benutzt werden, um die Lautstärke für die einzelnen Clips anzupassen, sind für Fernsehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe bei Raumschall und sage Intensität automatisch abgleichen, achtet mal darauf hier, Musik und Geräusche sind viel zu laut, man hört den Sprecher kaum. ganz knapp, aber Und jetzt sagen wir hier automatisch abgleichen und dann werden die Geräusche auf eine Intensität von minus 30 LUFS. LU steht für Lautheitseinheit, das entspricht einem dB, also auf minus 30 werden die angepasst. Die Dialoge wurden auf minus 23 angepasst. Und meine Musik, wenn ich die mal auswähle, dann sieht man, die ist auch noch zu laut. Automatisch abgleichen, dann wird die auf minus 25 LUFS angepasst. Hat er nicht? So. Doch, hat er schon. Aber zeigt es mir hier nicht an. Ja, merkwürdig. Bornum aus Dänemark und von Nico aus Frankreich. Aber es ist auf jeden Fall besser zu verstehen. Und wir können hier noch ein automatisches Ducking benutzen. Das heißt, immer wenn da Dialoge sind, möchte ich die Musik gerne ein bisschen abblenden. Das kann ich hier aktivieren. Und dann kann man neuerdings die Ausblendenposition bestimmen. Ich zeige das mal gleich. Wir sagen, ganz so leise möchte ich es nicht haben. Ich mache mal so minus 6, minus 8 Dezibel. Man sagen Keyframes erstellen. Und jetzt wird die Musik hier, wenn der Sprecher kommt, da oben, der Dialog beginnt, und dann wird die Musik hier abgeblendet. Das passiert mir momentan viel zu früh. Das heißt, hier entsteht so ein Soundloch, wenn man so will. Ich möchte, dass eigentlich, wenn hier der Sprecher beginnt, dann soll die Musik nicht fertig abgeblendet sein, sondern die Blende in der Musik soll hier ein bisschen vorher beginnen, ein bisschen reingehen. Und genau das kann man hier definieren, indem man die Ausblendposition ein bisschen vergrößert. Wenn man die nach innen zieht, ganz doll, dann sieht man, hier beginnt er zu sprechen und dann beginnt da auch erst die Blende. Ich mache das immer so auf einen Wert von 5, ungefähr zumindest. Und dann sieht man hier genau das, was ich wollte. Da beginnt der Sprecher und mitten im Sprecher fadet die Musik runter. Fade-Dauer kann man hier auch bestimmen. Ja, und so hat man sich natürlich hier eine Menge Arbeit gespart, weil ich muss die nicht immer wieder anpassen,
und neu machen. Es sieht jetzt so aus, als wären die Keyframes, die ich eben gesetzt habe, am Ende verschwunden. Aber hier ist leider Premiere einfach nur sehr komplex. Und zwar dieses Ducking ist ein Effekt und alle Effekte findet man später in den Effekteinstellungen wieder. Wenn ich hier also drauf gehe, dann sehe ich, hier gibt es einen Verstärken-Effekt und hier sind meine Keyframes für die Lautstärke. Um die in der Zeitleiste wieder zu sehen, kann man einen Rechtsklick auf dieses kleine FX-Icon machen da unten. Und da gibt es unter Lautstärke den Pegel. Und da sieht man, sind meine beiden Keyframes, die Musik am Ende abblenden, was ich ja hier mit dem Stift gesetzt habe. Und die anderen sind im Verstärken-Effekt. Das heißt, da gehe ich dann hier mit dem Rechtsklick auf das FX-Icon, Verstärken, hier in den linken Kanal. Da sehe ich dann die Keyframes, die er hier gesetzt hat für die Verstärken-Funktion. Also es ist beides noch da. Man kann nur nicht beides gleichzeitig in der Zeitleiste sehen. Das ist leider ein bisschen kompliziert. Und zu guter Letzt könnt ihr natürlich noch ein bisschen die Clip-Lautstärke anpassen hier, wenn die Musik jetzt doch zu leise erscheint. Wir hatten ganz viel Sonne, das heißt, die SUP-Fahrer konnten ihren Wettkampf starten und ja, wir haben ein bisschen gechillt. Hier nochmal rein. Ganz knapp aber vor Sebastian Kornum aus Dänemark Ja. und vor Nico. Kann ich das hier einfach nochmal ein bisschen anpassen. Und jetzt, wie gesagt, denkt dran, von der Lautstärke her ist es jetzt Aber für Fernsehen geeignet. Für YouTube müsst ihr das insgesamt nochmal ein bisschen lauter machen. Die wollen etwas weniger Dynamik. Da kann man dann hier unten den Gesamtmix anpassen. Das zum Beispiel nochmal um 6, 7 dB lauter machen. Aber achtet darauf, dass ihr keine Übersteuerung hier bekommt. vor Sebastian Kornum aus Dänemark und vor Nico aus Frankreich. Das heißt, ich muss mindestens Knapp davor, aber noch passt es. Ich mache es mal wieder auf 0. Damit macht man also den Gesamtpegel hier mit Mix. Da könnte ich jetzt noch ein bisschen mehr drauf eingehen, die ganzen Normen, die es dafür gibt. Es gibt ein Lautheitsmessgerät. Man kann Signalspitzen noch abschneiden. Das würde man dann alles später hier unter Fenster Audiospurmischer finden. Und dort habe ich dann Möglichkeiten, hier sogenannte Effekte einzuklinken. Und ich mache das sehr häufig so, dass ich hier auf dem Audiospurmischer zum Beispiel nochmal zur Sicherheit ein Dynamikeffekt einfüge und einfach hier nochmal einen Begrenzer reinbaue. Der Begrenzer, also ein Limiter, sorgt einfach dafür, dass bei der Mixspur, das ist ja hier das, was ich hier gerade habe, die Mixspur, das ist jetzt wie so ein kleines Audiomischpult, definiere ich hier sozusagen einen Effekt, der alle Signalpegel über -1 dB abschneidet. Und dann habe ich die Sicherheit, dass da nichts übersteuert. Den muss man dann, weil ich den vielleicht lauter mache, hier noch auf Postfader stellen, damit er nach der Regelung hier aktiv ist. Aber so kann man einfach auf Nummer sicher gehen, dass da keine Übersteuerung in der Sequenz drin ist. Wäre vielleicht noch ganz nett, hier so einen Begrenzer dann einzubauen. Leider zeigt Premiere trotzdem noch Übersteuerung an. Zweiter werden in der Elimination. Sonst ist Kornum oder Nico vor mir. Das heißt, es ist wirklich ganz, ganz spannend und ganz, ganz Dürfte eigentlich nicht sein. Aber dieses kleine Radar, dieses Mischgerät hier, ist leider Pre-Fader drin. Also der misst vor meiner Dynamikverarbeitung, was ein bisschen scheiße ist, ehrlich gesagt, an dieser Stelle. Aber ja, wer will sich beschweren, wenn man textbasierte Bearbeitung hat über irgendwie ein falsch messendes Waveform-Meter? Egal. Naja, also ihr könntet zur Sicherheit hier lieber gucken, da gibt es dann ein wo haben wir das denn hier? Spezial. Lautstärkenmesser heißt das. Damit kann man dann wirklich die richtige Lautstärke messen. muss mindestens Da messen wir jetzt hier auch nochmal Postfader, ist korrekt? Zweiter werden in der Elimination. Sonst ist Kornum oder Nico vor mir. Das heißt, es ist wirklich Auch wenn hier Signalspitzen angezeigt werden, hier ist eine -1 als wahre Spitze. Das ist die nette Übersetzung von True Peak. Im Deutschen dann die wahre Spitze, also die wahre Signalspitze. Und hier stimmt das schon wieder. Was sagte ich vorhin? Wer sich traut, in InDesign PDFs zu exportieren, der kriegt das auch hin, in Premiere Pro Videos mit richtigem Ton zu exportieren. Das ist leider wirklich ein bisschen tricky hier, dieses Setup. Aber gut, dass das aufgezeichnet wird. Oder ich schicke mal so eine Projektvorlage rum, dann hat man das schon als Sequenz da irgendwie mit drin. Muss man sich das einmal einrichten, die Setup, und der sorgt dafür, dass ich keine Signalspitzen mehr habe, und hier kann ich dann eben testen, ob ich wirklich Spitzen habe. Anyway, das so ein bisschen zum Thema Ton. Eine Sache noch, bevor wir Adobe Podcast haben, was ja noch Beta ist, Sebastian kann man hier bei den Dialogen noch die Reparaturfunktion
einschalten. Ich schalte die Spur mal auf Solo. Und Kornum aus Dänemark und vor Nico aus Frankreich. Das heißt, ich muss mindestens... hier kann man ein bisschen Rauschen reduzieren, was auch hilft, damit der Ton ein bisschen besser klingt. Ich mache das immer so, Regler ziehe ich auf 0 und dann spiele ich das ab und bei der Wiedergabe setze ich den Regler weiter nach oben. Der Wert 5 ist schon meist zu viel, weil dann klingt das blechern, als würde man in so einer Blechdose sprechen, weil einfach zu viele Frequenzen weggerechnet werden. Und ich mache das immer so, wie ich auch Bilder in Camera Raw bearbeite. Ich ziehe den Regler und dann panel ich den so langsam rein, bis ich das Gefühl habe, so jetzt ist der richtig gut. Und genauso mache ich das bei dem Ton auch. Zweiter werden in der Elimination, sonst ist Kornum oder Nico vor mir. Das heißt, es ist wirklich ganz, ganz spannend und ganz, ganz Dann sind wir hier bei 3 ungefähr. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich da so hoch bin, weil ich hier den zweiten Kanal noch mit drin habe. Und die Kamera hat ein linkes, rechtes Signal. Auf dem rechten Signal ist so ein mehr Rauschen drauf gewesen als auf dem linken. Das könnte man jetzt hier mit dem Rechtsklick über die Funktion Audiokanäle noch lösen, dass man sagen will, ich will den rechten Kanal nicht mehr. Der rechte Kanal ist das Kamerakopfmikrofon in dem Fall gewesen, von der Medienquelle. Und der linke Kanal ist eigentlich der besser klingt. Also nehme ich zweimal den linken Kanal, dann bin ich da safe. Sebastian Kornum aus Dänemark. Klingt schon viel besser. Und vor Nico aus Frankreich. Das heißt, ich muss mindestens Zweiter werden in der... Den Rauschen noch filtern, dann passt. Ich hatte vorhin gesagt, Blenden bitte nicht benutzen. Das bezog sich aber nur auf Bild. Bei Ton möchte ich schon Blenden haben, weil sonst hat man auf diesen Effekt. Ich hoffe, ihr hört das, wie schnell. Ja. Ich will nicht diese abrupten Tonwechsel, sowas gibt es nicht, wenn man noch nicht beamen kann. Also nehme ich die ganzen Audioclips und sage hier Sequenz, Audioüberblendung anwenden. Dann hat man hier einen viel weicheren Übergang. Und das merkt man gar nicht mehr, wenn dann noch Musik dazu kommt, alles andere. Ja. Auf jeden Fall haben wir auf die Art und Weise eben so eine Tonmischung, was früher sehr aufwendig war, in wenigen Minuten eigentlich fertiggestellt. Hier muss ich auch noch Audioüberblendung anwenden. Natürlich hört man sich jetzt alles nochmal an. Der nächste Punkt ist vielleicht Farbkorrektur und das ist die schöne Botschaft. Es gibt ein Bedienfeld, das heißt Lumetri Farbe. Das funktioniert fast genauso wie euer Kamera-RAW-Modul in Photoshop. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen und sagen, mach mal automatisch. Yay, sieht doch gut aus. Mehr brauche ich nicht machen. Ich kann die Intensität dann anpassen. Je nachdem, ihr seht da unten die ganze Belichtung, Kontrast, Glanzlichter, Schatten, Weiß und Schwarz. Farbtemperatur und Färbung stellt Premiere alles automatisch ein, wie bei Camera Raw. Könnt ihr das aber natürlich bearbeiten und richtig, richtig gut ist eigentlich diese automatische Erkennung hier, wo man schon mal einen sehr, sehr guten Vorschlag bekommt, den man dann einfach in der Intensität steigern kann. Ich kann natürlich sagen, nee, die Schatten sind mir hier ein bisschen zu dunkel und Schwarzwert auch. Passe ich den noch ein bisschen an und ich könnte es hier natürlich zurücksetzen. Ihr habt neben der einfachen Korrektur hier auch Looks drin. Das ist wie bei dem Lookup-Table-Filter in Photoshop, wo man sagen kann, hier, probier mal Fuji Film Look aus oder wir schalten hier mal durch, was es alles so gibt. Das gefällt mir noch. Zum Beispiel der anwählen oder hier kann man die Intensität von dem Look steuern. Dann gibt es hier natürlich Kurven. Wer lieber mit RGB-Kurven arbeitet, kann das hier einstellen und sagen, wir wollen hier noch ein bisschen dunkler machen, da ein bisschen heller die Glanzlichter, also wie RGB-Kurven und Farbton-Sättigungskurven, wo man jetzt sagen kann, ich möchte die Sättigung in dem Rot hier reduzieren. Dann pickt man sich das und kann hier mit dieser Kurve einfach mehr oder weniger Sättigung im Rotbereich hinzufügen. Also wirklich schöne Funktion für die Farbkorrektur. Vieles davon kommt euch bestimmt bekannt vor. Wenn ihr das in Photoshop über Camera Raw schon mal Bildbearbeitung gemacht habt, dann kennt man das hier eigentlich auch schon. Das neue Modul in Camera Raw heißt ja Color Grading, wo man diese Color Wheels hat und das hat man hier in Premiere eben auch schon länger mit drin, wo man jetzt sagen kann, hier, ich möchte die Mitteltöne ein bisschen gelblicher oder bläulicher haben. Doppelklick setzt das dann entsprechend wieder zurück. Ja, das ist also eine ganz schöne Sache. Und neuerdings hat man alle Farbeinstellungen hier auch nochmal zusammengefasst, was auch sehr schön ist. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt an einigen Stellen Möglichkeiten, Farben einzustellen, beispielsweise in den Voreinstellungen, die habe ich hier mit drin. Dann habe ich hier in den Projekteinstellungen die Farben mit drin für meine Clips, falls man da Farbkonvertierung machen soll. Das ganze Farbmanagement für Video findet man auch im Bedienfeld Lumetri Farbe jetzt hier unter
Einstellungen, was eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung ist, weil da muss ich nicht mehr das in dem ganzen Programm zusammensuchen. Das ist aber auch relativ neu, eigentlich seit 2 Wochen, muss man sagen. Ja. Gut, das war Tonbearbeitung. Wir haben Farbkorrektur gesehen. Jetzt gibt es hier noch Grafiken. Über Essential Graphics kann man sich teilweise wunderschöne Grafikvorlagen von Adobe Stock herunterladen. Einige sind auch mitgeliefert. Vielleicht findet ihr hier schon was eure Ansprüche genügt. Ihr könnt aber auch Grafikvorlagen in After Effects bauen und die dann hier in eure Projekte importieren. Das führt heute ein bisschen zu weit, aber wenn ich beispielsweise jetzt hier eine Bauchbinde haben wollte, dann kann ich jetzt einfach gucken, haben wir hier sowas, irgendwie man kann das natürlich durchsuchen hier. Lower Third. Da habe ich nur eine. Da sind die Lower, müsste man eingeben. Nehmen wir die hier zum Beispiel, ziehen die per Drag and Drop hier drauf und dann kann ich das anwählen und hier nur noch Titel und Untertitel bearbeiten. Relativ easy, aber ihr könnt natürlich dann auch After Effects Vorlagen benutzen und die da mit reinbauen. Lassen wir es mal schnell weg jetzt. Eine Sache, die noch sehr praktisch ist, wenn wir hier sowieso schon ein Transkript haben, wenn ich nochmal auf mein Textfenster gehe, dann kann ich natürlich für das Transkript auch die Untertitel aktivieren. Also sagt mir hier noch 14 Quellclips wurden nicht transkribiert. Ich will aber eigentlich nur, die meisten davon will ich gar nicht transkribieren, ich will nur den und den. Eigentlich kann man hier auch sagen, wir nehmen ein statisches Transkript, das ist fast besser. Statisches Transkript generieren kann man hier drüber machen. Und zwar möchte ich nur die Clips mit dem Tag Dialog, weil ich will ja nicht, dass der hier unten irgendwelche Wörter reinmischt, sondern nur alles, was als Dialog gekennzeichnet ist. Und das wird Deutsch sein. So. Hier seht ihr auch die ganzen Sprachen, die Premiere beherrscht. Spanisch, Französisch. Norwegisch ist, glaube ich, jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob Norwegisch oder Schwedisch ist jetzt gerade dazu gekommen. Dänisch. Naja, wie auch immer. Wir bleiben mal bei Deutsch. Audioclips mit dem Tag Dialog transkribieren. Dann rendert er das einmal ganz kurz durch. Da oben ist ein kleines Statusfenster, das sagt mir, wie weit das ist. Und dann kann ich darauf basierend Untertitel erzeugen. So, machen wir sie. Transkript. Warum zeigt das nicht an? Moment. Statisches Sequenz transkribieren. Komisch. Audio-Clips mit dem Tag Dialog. Nochmal. Durch. Heute mag er mich nicht so gerne. Zeigt zumindest nicht an. Untertitel lassen sich aber komischerweise trotzdem erstellen. Bei uns alle 6. Stunde gerade. Ja, komisch. Ich weiß es auch nicht. Mag er nicht. Das Transkript anzeigen. Macht er den Untertitel irgendwie auch nicht so richtig? Kommt nicht voran gerade. Dann lassen wir den Part mit den Untertiteln halt weg. Okay, Clips transkribieren. Irgendwas hakt hier gerade. Fenster. Text. Ach, guck. Alles gut, macht ein Reboot. Da haben wir das Transkript. Das nur einmal schließen und wieder öffnen, es ist da. Und aus diesem Transkript kann man jetzt die Untertitel erstellen. Hier gibt es eine kleine Schaltfläche, CC Untertitel erstellen. Lassen wir mal alles, wie es ist. Und dann habt ihr hier oben Untertitel eingeblendet. Ich kann die hier natürlich noch hier ist ein kleiner Fehler. Das heißt, die SUP-Fahrer Und nicht erkennen. Mischungen in Deutsch und englischen Text sind noch schwierig. Da tut sich Premiere aktuell ein bisschen schwer. Also achtet, guckt nochmal durch, ob alles stimmt. Man kann hier nach Rechtschreibfehlern suchen. Rechtschreibkorrektur, Rechtschreibprüfung ist auch mit drin. Und ich kann hier natürlich noch Einstellungen machen, wie das aussehen soll. Also ich möchte zum Beispiel hier eine andere Schriftart haben. Nicht die Minion Pro, sondern beispielsweise diese hier. Oh ne, die gefällt mir gar nicht. Nehmen wir mal die. Es darf ruhig ein bisschen größer sein. Und wir nehmen einen leichten Hintergrund dazu mit ein bisschen Abstand.
So irgendwas. Und jetzt könnt ihr hier sagen, das möchte ich für alle, weil momentan haben wir es nur für einen gemacht. Das sind die Untertitel hier oben. Ich kann das jetzt von hier aus einfach für alle übernehmen hier. Sagen hier alle Untertitel auf der Spur neu formatieren. Und dann haben wir hier überall die Untertitel. Und die kann man auch ins Video mit reinbrennen und natürlich hier auch noch bearbeiten, wenn man möchte. Ja, das heißt, wenn ich jetzt dann irgendwann auf Exportieren gehe, dann sehen wir hier, wir können jetzt sagen, wohin möchte ich das speichern? Direkt zu YouTube, zu Vimeo, zu Twitter. Ich muss mich nur überall anmelden. Also bei YouTube bin ich angemeldet, kann ich meinen Kanal auswählen, kann meine Playlisten definieren. Ich wollte die hier haben. Hey, ist nicht zu fassen heute. Und ich kenne diese Playlist auch überhaupt nicht. Naja, anyway, ich darf anscheinend nur die eine auswählen. Und dann kann man hier sagen, will man das privat machen oder gleich öffentlich? Und ich kann auch eine benutzerdefinierte, das aktuelle Frame zum Beispiel hier als Vorschaubild benutzen. Und hier könnt ihr verschiedene Ziele definieren, wo ihr das sozusagen hin veröffentlichen wollt. Vielleicht wollt ihr es aber auch erstmal auf die Festplatte speichern. Dann reicht das hier als Mediendatei. Dann wählt man hier eine Vorgabe aus. Ich nehme immer hier diese Vorgaben Match Source Adaptive und dann meistens High Bitrate, wenn das für Social Media ist. Dann habt ihr eine hohe Qualität. In Abhängigkeit davon, auch wie eure Framerate und die Bildgröße ist, stellt Premiere dann beispielsweise so komplexe Dinge ein wie die Datenrate, die man sonst berechnen müsste. Also mit wie viel Megabit pro Sekunde will man das dann hier jetzt exportieren. Und Adaptive High Bitrate macht da eigentlich eine ganz gute Einstellung für Social Media. Wenn man das nur für sich selber so haben will zum Abspielen und zum Weitergeben und eine etwas kleinere Datei braucht, dann reicht auch manchmal hier Low- oder Medium Bitrate aus. Und man hier statt 400 Megabyte wird die Datei dann deutlich kleiner, nur 100 Megabyte, 120, aber natürlich auch von der Qualität her nicht mehr ganz so gut. Und da die Social-Media-Dienste das alles nochmal neu komprimieren, ist es sinnvoll, dann etwas höhere Qualität zu haben, damit ihr dann nicht enttäuscht seid, wenn es dann nochmal später neu codiert wird. Und dann kann man entweder sagen, direkt aus Premiere exportieren, dann müsste ich jetzt aber warten, oder man schiebt es zum Media Encoder und der kann das dann im Hintergrund umwandeln, das Video, sodass ich auch in Premiere jetzt weiter arbeiten könnte oder eben eure Fragen beantworten kann, die da jetzt hoffentlich gleich eintrudeln. Also das wäre jetzt einfach mal so ein grober Überblick, was man so in Premiere Pro an Funktionen hat zum Schneiden, wie man die Daten importiert, ein paar Informationen eben zum Thema Schnitt, Farbkorrektur, Tonbearbeitung und Export, wenn man das dann nachher wieder rausbekommt als Video. Es gibt hier noch einen Schnellexport, der auch ganz praktisch ist, wo man da einfach draufklicken kann und sagen kann, was will ich für eine Einstellung hier haben. Hier wähle ich meine Favoritenprofile aus und kann sagen, niedrige Qualität, ich will das speichern auf einen Schreibtisch. Und dann kann man hier einfach sagen, exportieren. Und jetzt wird es einfach, mit diesen Einstellungen wird mein Clip dann hier schnell exportiert. Dauert ungefähr 20 Sekunden oder sowas. Dann sind die 1,5 Minuten Film dann gespeichert. Falls ihr noch eine Abnahme zwischendurch habt, könnt ihr so etwas nutzen wie Frame.io. Das können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Also wenn ich mir nicht sicher bin, ob das Video in Ordnung ist, so, dann kann man hier unter Fenster sagen, Überprüfung mit Frame.io. In diesem Bedienfeld müsst ihr euch einmal mit eurem Creative Cloud Account anmelden. Und dann kann man hier bis zu 5 Projekte erzeugen. Also ich kann ja ein neues Projekt dazufügen. Nennen wir es einfach mal InDesign User Group. Great. Und in jedem Projekt könnt ihr mit 2 Leuten zusammenarbeiten. Und weitere Leute können natürlich Videos anschauen. Aber ein Kollaborator, also mit dem man zusammenarbeitet, darf auch Daten zu dem Projekt hinzufügen. Also ich kann zum Beispiel einen Kameramann, Kamerafrau einladen, Daten von ihrer Kamera da hochzuladen. Es gibt so eine Camera-to-Cloud-Connection, dass die, wenn die unterwegs sind, hier Daten direkt hochladen können. In meinem Fall kann ich einfach sagen, ich stelle meine aktive Sequence dort rein. Upload. Jetzt wird meine Sequenz eben nochmal exportiert und hier zu Frame.io hochgeladen. Und wenn das dann fertig ist, dann kann ich jedem mal einen Link schicken und über diesen Link kann man das dann im Browser korrigieren und Anmerkungen machen. Und diese Anmerkungen bekomme ich natürlich direkt in Premiere zurück, was sehr praktisch ist. So, der Media Encoder wandelt das jetzt um. Das dauert einen kleinen Moment und dann
kann man sich das da online anschauen. Aber vielleicht gibt es ja zwischendrin schon Fragen, irgendwas. Woher kommt denn diese Begrenzung auf 5 Projekte und 2 Mitarbeiter? Ist das noch Beta-Version oder Nee, wo kommt es? also Frame.io hat Adobe, das ist eine Firma, die in dem Film- und Videobereich sehr großen Erfolg gemacht hat, gehabt hat. Und Adobe hat das vor 1,5 oder 2 Jahren gekauft. Und ich kann bei Frame.io, das ist so ein bisschen wie bei Adobe Sign in Acrobat, man kann auch einen eigenen Frame.io-Account, Enterprise-Account oder sowas abschließen. Da hat man dann mehr Speicherplatz und mehr Videos und mehr Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und sie haben dann sozusagen eine kleinere Lösung davon allen Creative Cloud-Abonnenten zur Verfügung gestellt. Und wenn ich mehr will, dann kann ich dort mehr Speicherplatz lizenzieren, mehr User hinzufügen. Aber dann muss ich eben eine eigene zusätzliche Mitgliedschaft. Das ist wie bei Adobe Sign. Das kann ja auch noch viel mehr, wenn man eben einen Adobe Sign-Kontrakt abschließt. Aber man hat ja auch schon Adobe Sign-Werkzeuge, wenn man nur Acrobat oder eben Creative Cloud benutzt. Und genauso ist es mit Frame.io auch. Also wenn ich da mehr brauche, dann geht man auf die Webseite Frame.io, App von Frame.io.com, weiß ich jetzt gar nicht genau, wie die ist. Das ist bestimmt hier ein Link. Kann sagen, Open in Browser. So, und da findet man dann alle Informationen. Let's go. Hier ist mein Projekt und hier ist mein Account. Und dann kann ich halt irgendwann sagen, hier Add Members, Account Settings, und da kann man dann mehr kaufen, wenn man mehr braucht. Aber was ganz cool ist hier, wenn ich jetzt sage, wir erstellen hier mal in Premiere ein Link, was hat er denn da gerade? So, Share for Review, Copy Link und dann speichere ich mal einen Chat. Könnt ihr euch das angucken und könnt jetzt da Kommentare reinschreiben. Das heißt, wir abspielen. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, irgendwie ganz nett, hier unten habe ich ein kleines Kommentarwerkzeug, wo ich dann sagen kann, wir nehmen hier so einen Pinsel und dann, ja, Logo etwas bunter. Sieht ja aus. Oberfläche. Send. Okay. Und dann kann man hier, sieht man, da hat jemand einen Kommentar gemacht. Ich kann hier weitergehen und eben gucken und sagen, das Video ist zu blass. Dann schreibe ich hier bei 49 Sekunden ein bisschen munter. Jemand schreibt bitte, das ist der Käse, braucht man nicht. So, und wenn ich zur Premiere zurückgehe, dann sehe ich jetzt hier, da gibt es 2 Kommentare. Ihr wart also sehr zurückhaltend. Von euch hat da anscheinend noch keiner kommentiert. Und ich kann jetzt hier in meine Kommentarliste gehen. Und wenn ich hier einen Kommentar aufrufe, dann seht ihr, der springt auch direkt zu dem Frame hier in meiner Timeline hin, sodass ich hier unten sehen kann, okay, was soll ich da tun? Da muss es ein bisschen bunter sein. Und dann kann ich jetzt meinen Kommentar da abarbeiten. Oder ich gehe jetzt hier hin. Also auf jeden Fall sehen wir hier sehr, sehr schön in meinem Projekt, wo ich jetzt meine Änderungen hinzufügen kann. Und wenn ich dann fertig bin, dann schicke ich einfach eine neue Version hoch, lade die hoch. Und das kann man dann online sogar vergleichen. Da gibt es dann so Vergleichsansichten, wo man die alte und die neue Version sieht. Also es ist schon ein ganz nettes Tool, um eben ja mit mehreren Leuten zusammenzuarbeiten und eben Video-Feedback zu bekommen in Frame.io. Ja, das war jetzt erstmal so das, wo ich gedacht habe, das ist vielleicht ein ganz guter Überblick, was man so mit Premiere Pro machen kann. Und vielleicht habt ihr einzelne Ideen, wo ihr dann, wenn ihr Videos zusammenschneiden möchtet, was ihr da so machen könnt. Und jetzt hätten wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Dann sage ich mal so ein Zwischendurch Dankeschön. Und ja, gebt Feuer frei. Wer hat denn Fragen? Vielleicht während ihr so überlegt, ich will doch noch mal kurz auf dieses Transkribieren zurückkommen. Du hast das ja sehr schön erklärt. Falls jetzt jemand den Eindruck hat, man kann diese Transkription nur innerhalb von Premiere oder so benutzen. Also ich mache Premiere auf, lade da irgendwie einen Clip hoch und sage, mach da mal bitte eine Transkription, warte da ein paar Sekunden, genau, und exportiere das dann als SRT-Datei.
Ich glaub, Ja. dachte, das wäre so der Standard und in Camtasia, wo ich die Videos halt aktuell schneide, das Premiere des kleinen Mannes, da lade ich das dann rein und das funktioniert dann tadellos. Also ich missbrauche tatsächlich Premiere nur dafür, um mir so eine Datei zu erstellen und zu exportieren. Und das ist wirklich super. Ja. Ja, das Da kann man natürlich als Textdatei exportieren oder als SRT-Datei und ja, wenn das, ja, wofür man das nutzt, ist ja jedem selber überlassen, ne? Wenn es dich. Ja. Die kann man ja dann auch wunderbar in Translation Service reinschmeißen, weil die Timecodes stehen ja alle drin und kann die dann einfach wieder in Premiere ziehen. Nur mal so als Tipp. Genau. Und was ich mir sonst vorstellen könnte, was die Kollegen interessieren könnte, ist vielleicht eine Photoshop-Datei mit Ebenen importieren. Ja, auch das kann man machen. Wir gehen mal direkt auf Datei, importieren. Und hier habe ich zum Beispiel, nee, Moment. Das habe ich hier nicht mehr. Warte kurz. So. Hier habe ich zum Beispiel eine Photoshop-Datei. Sowas. Kann man hier importieren. Und da gibt es verschiedene Optionen. Man kann hier sagen, wie man die importieren möchte. Alle Ebenen zusammenfügen, ist dann wieder JPEG alles zusammengerechnet. Ich kann aber auch sagen, bitte mach mir daraus eine Sequenz. Und wenn ich das in eine Sequenz lade, dann kann ich diese Sequenz hier jetzt öffnen. Ja? Und da sind dann meine ganzen Photoshop-Ebenen übereinander. Und das kann man zum Beispiel nutzen, um etwas zu animieren. Das mal zumachen. Gehen wir hier in die Effekteinstellung. Und dann kann man sagen, hier habe ich zum Beispiel in der oberen Ebene diese Sonne, die kann man jetzt hier einblenden. Dann mache ich dann einfach eine Blende, gehen wir auf Effekte, Videoblende, weiche Blende da einfügen. Und dann sieht man, das wird jetzt eingeblendet. Oder ich könnte dann meinetwegen den Berg, wo haben wir den denn überhaupt? Ne, das ist der Bergsteiger. Da, diese Ebene, die könnte man jetzt nehmen und in der Position animieren. Dass man sagen kann, okay, wir setzen hier einen Keyframe, gehen ein Stück nach da und lassen den da so reinfahren. Und hier will ich abbremsen. Das macht man in der zeitlichen Interpolation einschwenken. Und das heißt, er bewegt sich daran und dann danach erst die Sonne, die soll ja nicht so stumpf rumstehen, sondern erst kommen, wenn er da ist. So ungefähr. Auf jeden Fall seht ihr, und kann dann jetzt eben die einzelnen Ebenen animieren, um irgendwie ein Intro oder ein Logo oder sowas. Das ist jetzt so ein bisschen After Effects für Arme. Also in After Effects kann man natürlich noch viel schönere Sachen machen, was Animationen anbelangt, aber mal so einfache Dinge kann man hier natürlich auch. Da gibt es auch viele Effekte und viele Einstellmöglichkeiten, um beispielsweise so eine Photoshop-Datei mit mehreren Ebenen dann zu animieren. Vielen Dank, guter Hinweis. Und weil der liebe Sven ja schon mal bei uns war und da After Effects gezeigt hat, habe ich euch den entsprechenden YouTube-Link in den Chat gestellt. Also wer jetzt noch Sitzfleisch hat, der kann sich das hier angucken. Warte mal, wann war denn das? Das war die Nummer 69 vor 2 Jahren. Oh, Da wo hat sind wir sich denn ja nicht jetzt so viel heute getan. gewesen? Welche Nummer haben wir denn heute? Die 97. 97. Okay, krass. Du machst das schon echt lange. Man sieht es mir ja auch an. So habe ich das nicht gemeint. Ach, kommen wir doch auf. Jetzt hast du mich verwirrt. Das war nicht meine Absicht. Gibt es da noch andere Fragen zur Premiere? Genau, da war noch eine Frage im Chat. Verpacken und Dateien verknüpfen über Ja. Projektmanager wäre noch super. Ja. Genau, es gibt unter Datei den Projektmanager. Und hier kann ich jetzt auswählen, für welche Sequenzen ich alles sammeln möchte. Also ich kann auch sagen, hier, ich möchte einfach alle Dateien sammeln. Aber ich kann hier, also jetzt würde Premiere einfach alles sammeln, was zu meinem Projekt gehört, aber ich kann auch sagen, nicht verwendete Clips ausschließen. Das heißt, nimm nur die Clips, die hier in der Sequenz vorkommen.
Und wenn man möchte, manchmal hat man ja das Problem, ich will es wirklich klein bekommen und verschicken oder archivieren, dann will ich jetzt nicht das ganze 4 Minuten Interview, sondern wirklich nur den Part sammeln, den ich benutzt habe im Schnittfenster. Das nennt sich dann hier konsolidieren und transkodieren. Dafür muss Premiere den Clip sozusagen dann umwandeln. Dann wähle ich hier ein Format aus, was gut passt, zum Beispiel QuickTime. Und dann kann man bis auf zum Beispiel 50 Handle Frames, also das bedeutet, von dem verwendeten Part nimmt Premiere davor und dahinter noch ein paar Frames dazu, kann man dann sozusagen jetzt das Ganze in einen neuen Ordner, den man hier unter Zielpfad eingibt, hinkopieren lassen. Das wäre eine vielleicht ganz gute Option, um alles zu sammeln. Allerdings muss man dazu sagen, Premiere schmeißt einfach alles bunt in einen Ordner. Und wenn man sich vorher auf der Festplatte die Mühe gemacht hat, das alles zu sortieren, nach Beispiel Audio und Video und da vielleicht noch nach Drehtag, dann schmeißt Premiere einfach alles zusammen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen nutze ich den nicht so gerne, sondern sortiere mir das alles einfach entsprechend vor auf der Festplatte. Und dann habe ich ja alles in einem Ordner und muss das gar nicht sammeln. Aber wem das egal ist, dann hat man nachher einfach einen Ordner, wo das Projekt und alle Medien drin sind. Und dann kann man das von da aus ja irgendwie auch weitergeben. Das wäre dann mit dem Projektmanager möglich. Und ja, ja. Frage? Ja, ist jetzt zwar keine Premiere-Frage, aber was ist denn das für ein Malwerkzeug, mit dem du auf dem Desktop malen kannst? Dieses hier? Das heißt, warte kurz, ich hab's gleich. Moment. Ist das nur Mac oder gibt es das auch für den PC? Oh, das weiß ich nicht. Es heißt ScreenBrush. Aha, okay, das ist super. Ich glaube, es ist ein Mac-Tool, da bin ich mir nicht ganz sicher. Unter Windows kenne ich nur Zoom-It, aber das sieht nicht so schön aus. Wenn es da mal was Schöneres gibt, außer Zoom-It, wäre das natürlich auch toll. Aber ScreenBrush ist das Tool, was ich benutze zum Malen hier auf dem Bildschirm. Hat auch so eine kleine Oberfläche, kann man euch mal zeigen. Einige dabei, die vielleicht präsentieren. Da kann man dann eben auch sagen, hier, ich will ein Pfeil malen oder ein Rechteck oder einen Text. Und was total cool ist, dass man sagen kann, irgendwie ändere mir die Farben jedes Mal. Also macht immer ein bisschen neue Farben da rein. Ganz toll. Naja, Dicke und so weiter. Also nettes, ich mag es ganz gerne. Noch eine Lupe dabei. Ich vergesse bloß immer die ganzen Shortcuts dafür. Wie ist das Windows-Tool? Zoom? Zoom-It. Gibt es schon sehr lange. Zoom-It. Ups, da kann man auch mitmalen. Kostenlos, aber nicht so schön, aber es geht. Man kann damit auf dem Bildschirm malen. Ich benutze es sehr viel für Schulungen und Präsentationen. Und es ist einfach nett, wenn man... Viele zeigen immer so mit der Maus, da musst du hier hinklicken und dann gehst du dahin. Und das finde ich sehr anstrengend für das Auge. Und dann kann man das einmal einkästeln. Bisschen schöner. Gut. Ja, was haben wir noch? Wieder zu Premiere Fragen oder noch? Ja, kann man denn auch native After Effects Dateien importieren? Klar, ja. Ich kann hier einfach sagen, Datei, also auch per Drag and Drop ist vielleicht das Einfachste. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel ein After Effects Projekt habe, dann ziehe ich das per Drag and Drop hier rein. Und dann fragt er, welche Komposition ich importieren möchte. Das dauert manchmal einen kleinen Moment zu Beginn. Komposition hier auftauchen. Und umgekehrt kann man auch Clips von Premiere an After Effects schicken. Wenn ich jetzt in einem Clip was tracken möchte oder sowas, dann kann ich den anwählen oder an After Effects schicken. So, komm schon. Der startet im Hintergrund so ein kleiner After Effects Dienst. Breche das kurz mal ab. Umgekehrt geht es auch, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte mit diesem Clip irgendwas in After Effects machen. Rechtsklick, kann man dann sagen, ich will nur das Video dahin schicken. Also nur das, Rechtsklick, durch After Effects Komposition ersetzen. Und dann startet After Effects, da ist es. In After Effects muss ich jetzt das Projekt einmal speichern. Test. Sichern. Und jetzt kann ich hier reingehen und zum Beispiel in After Effects sagen, bitte mach mir das Logo weg. Ihr kennt das aus Photoshop.
Da würde man dann beispielsweise das Logo selektieren. So. Und dann sagen, wir wollen es umkehren. Jetzt haben wir hier ein Loch drin. Ich kann das jetzt verfolgen lassen. Das geht hier unter Fenster Tracker. Kann man dann sagen, hier die Maske, die ich gezeichnet habe, die soll bitte in der Position verfolgt werden, weil es bewegt sich ja. Bewegt sie nicht viel, aber ein bisschen kann man es verfolgen lassen. Lassen wir es mal. Und dann kann man hier sagen, wie heißt es hier, inhaltsbasierte Füllung. Das kennt ihr auch vielleicht aus Photoshop, wo man jetzt sagen kann, dann füll mir das mal alles. Noch eine Beleuchtungskorrektur, Füllebene generieren. Und dann wird das hier einmal analysiert, das ganze Video. Und der baut mir dann danach eine Füllung ein. Und währenddessen würde ich jetzt mal hier in After Effects, seht ihr zumindest schon mal, in Premiere seht ihr schon das Loch da drin. Also da, soweit ist er schon, hat noch nicht die Füllebene generiert. Jetzt hole ich mir nochmal die After Effects Komposition rein, die ich eben eigentlich holen wollte. Ich hoffe, dass er mittlerweile seinen Dienst gestartet hat. Verbinden mit Dynamic Link Server steht da noch. Wie weit ist After Effects denn hier? Auch erst 13%. Ich habe ein sehr langes Video, 16 Sekunden Füllung. Es dauert vielleicht ein kleines bisschen. Wir sind jetzt mal, ich mache es mal anders. Ich nehme mal hier nur so 2 Sekunden, damit ihr nicht so lange warten müsst. So. Und zwar nicht für die gesamte Dauer, sondern nur den Arbeitsbereich. Füllebene generieren, dann geht es ein bisschen schneller. Und dann sieht man hier gleich mal, wie 2 Sekunden zumindest sich füllen lassen. Und den Rest kann man sich dann vorstellen, wenn man einfach ein bisschen mehr Zeit hat. Aber irgendwie will man Dynamic Link Server heute nicht. So. Oh, das sieht auch spannend aus. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Interessant. Ja. Hat es mal nicht sonderlich gut. Das Logo ist weg. Aber ich bin nicht ganz happy, was er da reingebaut hat. Mal das raus und nehme nur mal die Oberfläche. Oh, Moment. Dauert vielleicht doch noch ein paar Jahre, bis die KI die Weltherrschaft übernimmt. Vielleicht. Man weiß es nicht so genau. Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass da plötzlich was vom Gesicht auftaucht. Da ist er sich ziemlich sicher, dass genau das da rein muss. Ich habe jetzt dafür eigentlich keine Lust, ein Referenzframe zu erstellen. Aber mir bleibt anscheinend nicht viel anderes übrig, als hier zu sagen, ich muss ein Referenzframe in Photoshop. Aber da haben wir wenigstens heute nochmal Photoshop gelernt. Referenzframe erstellen. Ach komm schon, jetzt kommt auch noch die Beta-Version von Photoshop. Mein Abspann ist heute nicht sonderlich gut. Ich mag das schon. Eigentlich wollte ich genau, diese Version hätte mir gereicht. Aber anscheinend habe ich irgendein Programm gesagt, nervt mir so ein bisschen, wenn man die Public Betas installiert, dass er, haben wir das denn hier, die als am liebsten nimmt. Im Finder. Aufdecken, in Finder anzeigen. Da ist es. Öffnen mit. Ja. So. Und in Photoshop hoffe ich, dass ich da ein besseres Ergebnis bekomme. Das Loch einfach mit besseren Methoden gehe ich dazu. Wir gehen hier auf Bearbeiten. Inhaltsbasierte Füllung. Das sieht doch gut aus. So habe ich mir das vorgestellt. Okay. Speichern, schließen. In After Effects sollte er mir das Referenzframe aktualisieren. Wenn nicht, gehen wir einfach kurz hier rein. Sagen. Jetzt neu laden. Jetzt ist es zu. Und dann müsste er mir die Füllebene korrekt generieren, auf Basis des Referenzframes sozusagen und nicht da irgendein Gesicht reinbauen. Ja, das sieht besser aus. Er ist noch dabei, ist noch nicht ganz fertig. Unten. So. Das ist eigentlich das erste Mal, hier was reinbasteln musste. Aber jetzt seht ihr, so kann ich dann hier zum Beispiel so ein Part füllen und wenn ich das speichere und zurückgehe zu Premiere, das will heute nicht mit Dynamic Link, dann seht ihr hier zumindest die ersten 2 Sekunden meines Videos, da ist jetzt das Logo weg und dann habe ich es ja nicht weiter verfolgt. Ja? Das ist so die Idee dazu. Aber hier vorne ist das hier ist auch in After Effects gemacht, was ihr hier seht.
Das ist mit 3D-Kamera-Tracking und dann da eben reingebaut. So. Ich schätze mal, ich muss das Projekt, was ich die ganze Zeit versuche zu importieren, muss es einmal in After Effects öffnen, weil es ist, glaube ich, für eine ältere Version gemacht. Da scheint er ein bisschen Schwierigkeiten zu haben. So. Was ist denn? Effects. Ja, guck gleich. After Effects will das auch nicht öffnen. Ist wahrscheinlich echt schon irgendwie ein bisschen sehr alt. Es nutzt noch den altes Cinema 4D-Renderer. Ja, genau. Ah, okay. Das muss tatsächlich einmal aktualisiert werden. Intro konvertiert ist ein super Name. Und jetzt müsste es eigentlich auch gehen, in Premiere zu importieren. Gucken wir es nochmal. Da ist es. Intro C4D. Okay. Und jetzt so kann man, um auf die Frage zurückzukommen, wie kann man ein After Effects Projekt importieren? Genau so. Und dann kann man es hier nachher, muss jetzt auch gerendert werden, Premiere braucht noch ein bisschen, um die Grafiken zu rendern. Das hängt damit zusammen, dass ich hier, glaube ich, den Cinema 4D-Renderer benutzt habe, um die 3D-Daten herzustellen. Und der ist sehr, sehr langsam. Der macht jetzt auch in Premiere nicht so viel Spaß. Aber da ist er. Ja, dann kann man das hier so abspielen. Okay, also das wäre jetzt so eine Idee, wie man After Effects Projekte in Premiere importieren kann. Lieber Sven, Dankeschön, dass du uns deinen Feierabend geopfert hast. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Wieder mal sehr interessant. Und jetzt wissen wir ein bisschen mehr über Premiere. Ich nehme an, wenn wir mehr wissen wollen, würdest du für Schulungszwecke zur Verfügung stehen. Ist das richtig? Das würde ich tatsächlich tun, ja. Von irgendwas muss man ja leben, so, ne? Im äußersten Notfall auch eine Schulung. Ja, genau, das stimmt. Dann mache ich den Sack zu. Sven, vielen herzlichen Dank an alle 30 Teilnehmer, die heute dabei waren. Vielen Dank. Sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Guckt bitte nochmal in den Chat. Da sind die Links zu den nächsten Veranstaltungen. Und dann sehen wir uns in circa 4 Wochen wieder. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.